Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend zusammen. Ja, wie immer, bevor wir loslegen, haut mal ganz kurz in die Tasten. Seht ihr uns, hört ihr uns, funktioniert das alles gut? Ich denke mal, ja, da gab es ja eigentlich noch nie Probleme in der Vergangenheit. Nein, also Zuverlässigkeit und Technik ist das passt. ganz oben. Ja. Ja, und geiles Intro. Ja. Mal was ganz anderes. Mystisch. Nicht so abgespaced. Jeder, der jetzt eine Soundanlage hatte zu Hause, da haben die Gläser gewackelt. Echt coole Geschichte, ja. Endlich mal wieder ein schottisches Tasting. Ein rein schottisches Tasting und mit einer Destillerie, wo auch wir persönlich sagen, musst du probiert haben. Das kann richtig was werden. Wir haben richtig Bock auf das Tasting. Also Ja. ich persönlich habe schon meinen Geheimfavoriten, wenn mich die anderen jetzt nicht komplett überzeugen, weil ich glaube, 3 von denen haben wir selber noch gar nicht probiert. Mindestens, ja. Also, bevor wir zu viel erzählen, glaube ich, ja, lassen wir das mal, was wir schon probiert haben, was wir nicht probiert haben. Da gibt es eine Entstehungsgeschichte dazu. Ich freue mich mega drauf, mal wieder, wie gesagt, schottisch zu trinken und vor allem auch mal nicht nur Isla, sondern auch mal von der anderen Seite in Schottland. Yeah. Und was tut's mehr wie Glasgow? Ich weiß noch, wo die ersten Flaschen auf den Markt gekommen sind. Damals noch 0,5, glaube ich. Ja, mittlerweile wieder 0,7. Ja, sehr entspannt. Und 0,5 war immer so, mal gucken. Ne? 0,7 preislich absolut top jetzt aktuell. Die eine oder andere Überraschung haben wir da heute Abend noch für euch. Und ja. Bevor wir loslegen, bevor wir jetzt unseren ersten Gast dazu holen, die Info an euch. Heute gibt es die Großflaschen, die noch verfügbar sind bei uns im Shop zur Feier des Tages. Moment, da sind sie. 10% Rabatt, wie ihr das gewohnt seid. Hier sind die Fläschchen. Wir haben einen Single Cask heute noch im Verkauf. Davon aber auch nur 6 Flaschen. Also das ist, davon gibt es halt nur 6. Und die anderen 3 seht ihr hier einfach in der Kategorie, wie ihr es gewohnt seid, hier bei Großflaschen. Da müssen wir euch das zwischendurch nicht alles einblenden und so weiter und so fort. Also von daher. Habt ihr einmal gehört? Soll das reichen? Ja. Und ich würde sagen, wir holen unsere Allzweckwaffe, den Paddy, einfach mal mit dazu. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich komme mir schon langsam ein bisschen vor, wie als wenn wir so in der Sportshow oder sowas sind, ne? Wo wir halt sagen so, ja, und jetzt holen wir noch unseren Experten mit rein und so. Und ich so, hallo. Genau. Ist ja so, ne? Also. Ja, Paddy. Also auch hier, ne? Hallo in die Runde. Schön, dass ich dabei sein kann. Schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Also das war toll. Das ist, eigentlich könnt ihr das euch so vorstellen, Steffen ruft mich an, ich gehe ans Telefon und dann sagt er, Mittwoch Zeit. Jo. Schon bin ich hier. Läuft. So muss laufen. Ja, Paddy, wir freuen uns riesig, dass du wieder mit dabei bist. Gerne. Das funktioniert immer echt sehr gut und das Publikum liebt dich einfach. Das muss man einfach so sagen. Ja. Danke. Ich glaube, die Hälfte des Sets sind weggegangen, weil Paddy mit Ja. Und im Chat geht es auch schon wieder ordentlichst ab. Also auch wieder wie immer die Bitte an euch. Heute habt ihr die Möglichkeit, wenn wir gleich den Sebastian dazu holen, haut raus, Fragen, haut Notes raus. Der Chat muss glühen heute. Also wann, dann heute. Ja, richtig. Und Paddy, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor nochmal. Gerne. Also Die ich nicht ihr seht meinen ganzen Namen hier dann halt auch, also Patrick Ahluwalia heiße ich im wirklichen Leben. Ich bin Verkaufsleiter intern, so nennt sich das bei der Firma Kirsch-Import. Also eigentlich kümmere ich mich alles, was rund um den Kunden im Prinzip passiert. Und ja, bin Whisky-Nerd. Ich glaube, der eine oder andere könnte mich vielleicht kennen von einem anderen YouTube-Kanal. Malt Mariners. Genau, Malt Mariners, ne? Also wenn ihr Bock habt, so, dann abonniert. Auf jeden Fall. Die Glocke. Die Glocke und so weiter. Und dann, genau. Also das ist das, was ich halt im Prinzip mache. Mache darüber hinaus aber tatsächlich mehr. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr halt auch in einer Firma mit einem mittelständischen Unternehmen arbeitet. Dann ist das nicht so, dass man mit einem Titel alles beschreiben kann, was ich mache. Ja. Ich helfe überall da aus, wo ich kann. Also das sei, glaube ich, auch mal dazu gesagt. Ja. So ist es. Ja. Und wir haben hier heute noch Unterstützung direkt aus Schottland, aus der Glasgow Distillery. Und ich würde sagen, wir heißen ihn einfach herzlich willkommen und Los geht's. Übergeben Ihnen das Wort. So, hi Sebastian. Hello. Nice to see you. So Sebastian, then it's up to you. Please introduce yourself.
Yeah, well, I'm coming to you live tonight from the distillery in Glasgow. I've been working with the distillery for the last 6 years, helping us make our whiskies and introduce them to new markets around the world. So I joined the Glasgow distillery in 2017. The Glasgow distillery itself was founded in 2012, and we started making whiskey in 2015. So we're part of this new wave of single malt Scotch whiskey distilleries, and I'm very proud to have been part of it from quite close to the beginning. So a delight to be able to try our core range tonight with you guys, but also to experience some of these cool single casks that we've been working on too, because it really does kind of demonstrate just how far the distillery's come in the last kind of 7 years since we've actually been making whiskey. Ja. Also ich glaube, das war jetzt alles so, ne? Das ging, glaube ich, ganz gut, ne? Also seit 2012 gibt es die Brennerei, seit 2015 arbeitet Sebastian praktisch mit, hilft ein bisschen im Verkauf, hilft halt praktisch, den neue Märkte erschließen, mit Leuten dann halt einfach, so wie hier, Whisky zu trinken, und er freut sich halt wahnsinnig darauf, mit uns das Ganze mal durchzugehen und vor allen Dingen auch die Single Casks, und das kann ich schon fast spoilern, bei Kirsch halt einfach immer sehr eingeschlagen sind wie die Granaten. Die ersten Single Casks, die wir hatten von 1770, sofort ausverkauft und überall Tasting Notes einfach durch die Wand, also überall Bestbewertung. Das sei schon mal gesagt. Ja, Sind wir auch sehr gespannt. wir sind auch sehr gespannt. Ja, Wir ja. durften schon einige Singlecasts probieren. Ja. Es ist einfach unmöglich, alle in dieses Tasting zu bekommen. Ja. Vieles gibt es auch nicht mehr, aber das war der Aufhänger zu sagen, okay, komm, wir müssen jetzt irgendein Tasting machen, und hatten das mit dem Sebastian auch in Bremen Ja. besprochen. Also wie gesagt, diese Messe war einfach vorzüglich ja, für uns alle. Und ich würde sagen, wir stellen ganz kurz den ersten Whisky vor, Ja. und Sebastian kann dann erzählen, Genau. was losgeht damit, und ja, Würde ich auch so sagen. schaut einfach mal. Schauen wir einfach mal, was in der Nummer 1 drin ist. Bis gleich. Los geht's. Yeah. So, the first one is the triple distilled. Sebastian, Yeah. please tell us something about this whiskey. So triple distilled, it's 1/3 of our signature range of single malts. I'm going to be trying them all tonight. So triple distilled, the original, and peated. And these 3 single malt expressions reflect the 3 styles of distillation that we do every year inside the distillery. So our yearly production here is split into 3. And triple distilled, as the name suggests, is our distillation, our 3rd distillation, that gives us a kind of lighter, smoother style of spirit. So the reason for doing 3 different styles is because it gives us 3 very different flavor profiles from the very beginning, when we're actually creating our spirit. And then that's before we even then get into cask maturation and the different flavors that imparts. So by doing a triple distilled style for some of the year, it gives us really light, really floral, really fresh, nice, crisp, fruity, new make spirit, which we then can obviously add to with the cask maturation. So it's a great one to begin whiskey tasting with. And I often like to start with our triple distilled because it's a super easy sipper, really enjoyable, fantastic, nice, smooth single malt. Nice. Okay, also im Prinzip ist es so, dass wir jetzt das erste Drittel von den 3 Standards praktisch probieren. Das ist der dreifach destillierte Whisky, was halt schön ist, weil im Prinzip sind die 3 Standards halt, ne, aber dreifach destilliert, zweifach destilliert und rauchig sind halt so die 3 Stile, die unter dem Jahr bei Glasgow gebrannt werden, um praktisch ja alles Mögliche abzubilden, was eine tolle Range halt gibt. Das dreifach Destillieren gibt halt einen richtig schönen leichten Whisky, einen schönen Rohbrand, der dann halt einfach, mit dem man halt wirklich toll arbeiten kann. Der ist halt ein bisschen knackiger, der hat halt andere Noten, und das ist natürlich etwa ein toller Starter halt, um loszulegen halt, ne? Ich habe halt schon gesehen, alles Virgin Oaks und ähnliches. Riecht es dann wahrscheinlich auch, das ist ein bisschen so, das geht so in Richtung irischen Whisky für mich, finde ich auch. Ist aber eine tolle Sache. Ich habe es gehabt. Directly one question that pops in my mind. Is that something that you want to bring
not bring back, but to have like a lowland style whiskey, because there's a big distillery around the corner from Glasgow, which is famous for triple distilling. Yeah, no, absolutely. For us, the triple distillation is just part of having a wide variety of flavor to play with. So it all comes back down to kind of creating flavor through the distillation styles, through the maturations. So when we were sitting down and deciding on what our kind of core range should be, we thought, well, we all enjoy peated whiskies, so that's a no-brainer. We're going to do some peated. Let's do some kind of more classic kind of lowland Scotch, double distilled, unpeated, really nice. Well, what else can we do that's very different? Let's do the triple distilled as well. So we're an independent distillery. We were founded by two friends who wanted to kind of bring whiskey back to Glasgow. And one of those guys, Liam, is from Armagh in Ireland originally. So he was helping decide what whiskies we're going to make. He said, well, we got to do a triple distilled as well. Absolutely. Nice. Ja. Ja, also meine Frage war halt im Prinzip, ne, ob dieses Dreifach-Destillieren auch ein bisschen so für den Lowland-Stil steht, weil ihr wisst wahrscheinlich, in der Nähe von Glasgow gibt es eine große Brennerei, die halt sehr viel oft dreifach destilliert. Aber im Prinzip war es halt eine Entscheidung, um ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Zweifach destilliert, schöner Lowland-Style auch, ne? Und die Dreifach-Destillation liegt auch ein bisschen daran, also Glasgow, die Distillerie ist eine unabhängige Distillerie, also die von zwei Freunden gegründet worden ist, und der eine davon, der kommt tatsächlich aus Irland. Daher kommt natürlich auch so ein bisschen der Einfluss, dreifach zu destillieren. Deswegen, also das, was ich gerade gelesen habe, ne, irischer Einschlag, dass es so ein bisschen nach Irland riecht. Sofort, also als du es, ich habe mich natürlich erstmal zurückgehalten, aber als du es gesagt hast, irisch, dachte ich mir ganz genau, und dann schreibt es auch der eine oder andere Zuschauer, das hat erstmal schon typisch irische Nase. Ja, Olli says it smells very Irish. Right, yeah. No, it has a classic kind of triple distilled style. But what I really enjoy about this one is it's still absolutely packed with flavor. So on the nose especially, you're getting all those orchard fruits. For me, it's like pears, apples, kind of green apples. You get a lot of that vanilla hit, a lot of the kind of malty, creamy character coming through as well. And quite often people will think, well, triple distilled means that's just stripping away flavor, right? But for me, it's not really stripping away anything. It's absolutely packed in here. All those like fresh notes that I said. It's like I say, it's 1/3 of our core range. Each of those in the core range is 46%. So 46%, all the good stuff, natural color, non-chill filtered. Everything you'd expect from good quality whiskey. Yeah. Everything that the German whiskey nerd loves, is it? Yes. No color, unchill filtered. That's great. Exactly. And high ABV. So, ich gehe mit Jens voll mit. Sind diese Minzfrische in der Nase, die noch mit rumschwirrt, neben den ganzen Früchten, und so eine leichte Nussigkeit habe ich noch. Bisschen. It's a little bit minty. Yeah, yes. Like fresh and a slight freshness, absolutely. There's maybe a very, very light hint of aniseed or licorice, I would say. Yeah. Maybe just a little, and some of that will be coming from the casks that we use as well. So in this vatting, we're using 3 different styles of casks, which we're pulling together before bottling. We're using first fill bourbon casks, we're using refill bourbon casks, and then we're using a small smattering of virgin oak casks as well. So fresh American white oak. And virgin oak plays an influence in all of the whiskies that we make in our core range. So each of the 3 that we're trying in the core range, each have an element of virgin oak in there. And I can tell you more about that as we go and why we do that. But maybe that hint of licorice can sometimes come from that virgin oak. Ja, also ihr habt schon gehört, so ein bisschen Lakritze, ne? Also so Frische hier mit Minze, da gehe ich auf jeden Fall auch mit, finde ich auch genauso. Liegt ein bisschen noch an der Fassauswahl, die hier gewählt worden ist, um den Whisky auszubauen. Also als erstes gibt es halt First Fill Bourbon Barrels, das ist schwierig zu übersetzen, aber erst befüllte Bourbonfässer aus Amerika, dann wieder befüllte Bourbonfässer aus Amerika, und dann gibt es natürlich noch Virgin Oaks, also das ist dann halt jungfräuliche amerikanische Weißeiche, die dann halt eigentlich klassisch normalerweise im Bourbon benutzt wird, und da kommt dann halt auch so ein bisschen die Lakritze her, und das ist so, diese Virgin Oaks werden immer wieder in der Core Range benutzt, um halt dafür zu sorgen, dass man halt einfach so diesen süßen Kick auch habt. Ihr kennt das, bisschen mehr Vanille drauf und so weiter. Yeah, it's really nice. So let's say Slange and then have a drink. And Slange. Nice to have you here. Nice to be here. Yeah.
Nice. So for me, immediately you're getting the mouthfeel. You know, it's like super smooth. It coats your tongue, but it's like super light and fresh, and it's smooth and vibrant is what we put on the label, and that is really a summary of this style. Nice and smooth, and then again all those orchard fruits, really juicy pears and apples. Yeah, I definitely agree to that. And it's in the nose, you might say that it smells a little bit Irish, but I would say if you taste it, it is denser. It has more flavor. It is a little bit, I would say, spirit driven. It is vibrant as you said it. Really love that. It has such a nice combination of flavors, and this is great starter in the evening. Yes. Yeah, and a great one, like you say, to begin a whiskey tasting with. I find it's so easy to drink. It's so enjoyable. It's a real just gets you in the mood for trying a few more. It's a great starter for a whiskey tasting. Everybody's saying the same. Like, this is a great entry. This is a nice starter. Really nice. Yeah. Oh, summer whiskey. That's a good point. Yeah, I can see that. Summer whiskey, or like starter. So if we're thinking of a 3-course meal, and our signature range, maybe this is the starter course. Our peated, when we get to it, is definitely the dessert course. And in the middle, you've got the original. And maybe that is summer, winter, and, in the middle too. That's really nice. It's a great start. Can you say, how old is it? Is it now, the whiskey that we're drinking? Yeah, so the whiskeys in our core range, our signature, are all between 3 and 4 years old, roughly. So they kind of maintain that, and they're non-age statement on the bottle, but it is roughly, it depends batch to batch, it changes a little bit. But we tend to stick for the core range to that 3 to 4 year old age profile. The triple distilled, the way we make this and the way it's different from the other styles that we distill is not just the distillation itself, but it's also the cut points where we capture the hearts as well. So we're capturing the heart of the run here over a much longer period of time, and starting higher and finishing higher as well. So the actual alcohol before we cut it with water to casking strength is captured. So you're getting a lot more of those lighter kind of alcohol notes, as opposed to the smattering of more oils and fatty elements that we're capturing in our peated, which is the lowest of the three when we're capturing the hearts. And all of that from the very beginning, not just the casks, is playing into why we're getting this smooth, vibrant, flavorsome style. Ja, also super Insight gleich, ne? Also ihr habt das gehört, glaube ich, 3 bis 4 Jahre der Whisky alt. Unglaublich, finde ich, was für ein Geschmacksprofil da schon rauskommt bei 3 bis 4 Jahren und dreifach destilliert und 46 Volumenprozente. Das finde ich persönlich einfach schon echt der Wahnsinn. Jetzt hat Sebastian gerade erzählt, dass auch praktisch bei diesen 3 Destillationsarten, die dann halt praktisch genutzt werden halt, ne? Also dreifach destilliert, zweifach destilliert und rauchig, ist es so, dass die auch entsprechend den Cut anders setzen. Also falls ihr euch mit der Story noch nicht so ganz beschäftigt habt, je nachdem, ist es so, dass bei einer zweifachen Potstill-Destillation muss halt immer ein Schnitt gemacht werden, weil der Vorlauf und der Nachlauf halt entweder zu wenig Alkohol hat oder beziehungsweise keinen guten Alkohol. Das ist dann so Methylalkohol, das sollte man nicht trinken, da wird man blind von und so weiter. Aber je nachdem, wie weit man halt praktisch hinten raus so ein bisschen mehr aus dem sogenannten Tail nimmt, desto robuster wird der Brand, man kriegt ein bisschen mehr Öle rein und so weiter. Und ich finde es super spannend. Ich habe schon viele junge Scotches getrunken in meinem Leben und die waren für oftmals so sehr generisch und schmeckten halt ein bisschen wie Rohbrand plus Fass. Ja. Und hier finde ich einfach, hat man mit 3 bis 4 Jahren unglaublich guten Whisky. So Sebastian, you need to tell us what is really the secret. Do you have a magicians or something like that, because it is so exceptionally good for 3 to 4 years. Is it only the cuts, or are you fermenting ultra long and getting golden barley from somewhere? Or No, it's to be honest, for me it comes down to good quality spirit and really active wood, right? And it's those two elements that come together to create really good whiskey at a young age. Our fermentation times are quite long, so minimum of 72 hours, but often longer. Nice. Where we have 2 sets of whiskey stills and spirit stills that are super small, really long, slow distillations. So you get all that copper contact, which gives you, again, a lighter, fruitier style of new make. And then the casks that we're going into are predominantly first fill casks
or virgin oak casks. So those are obviously really active styles of wood that are contributing a lot of flavor as well. So the new make spirit we're making is super fruity, really nicely made. And then the casks we're going into for the core range, especially, really active, lots of maturation going on very, very quickly. So it's no magic wand, you know, it's a lot of hard work. And those two elements, to do both of those well, is a very expensive process as well, you know. Those first oak casks and those virgin oak casks are really expensive. Those long, slow distillations are not the most efficient way of doing things. But the proof is in the juice, as they say, and it's, you know, you can tell that it's worth it when you're trying them at this age, like you say. Most definitely, ja. Also ja, hier 72 Stunden Fermentation, ne? Also auch ein bisschen länger als der Industriestandard, was natürlich schon mal viel bringt, aber Sebastian sagt halt, das Geheimnis tatsächlich, warum diese Whiskys auch so gut sind, dass die viel mehr First-Fill-Fässer im Prinzip nehmen, also erstbefüllte Fässer. Die Virgin Oaks machen natürlich auch noch einen Anteil dazu und vor allen Dingen destillieren die halt langsam und versuchen halt einen sehr schönen, fruchtigen Rohbrand zu kreieren. Und das ist halt das, was ich auch immer sage, oder was ich halt immer versuche zu predigen. Viele Leute denken halt, ja, geiles Fass und damit kriegst du jeden Whisky dann halt irgendwie hochgepäppelt. Wenn die Basis nicht stimmt, also ein richtig guter Rohbrand, dann wird auch der Whisky in dem Fass halt nicht cool, oder wenn, dann muss man halt irgendwie 30 Jahre warten oder sowas, bevor das halt ein richtig guter Dram wird. Und hier, also Leute, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber der erste hat mir schon super gut gefallen. Genau, mein Glas ist auch alle, ich brauche schon Nachschub. Ist wirklich hervorragend. Also ich muss sagen, Laura hat es ja auch geschrieben, klassischer Bourbon Cask und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, es ist ein bisschen mehr wie ein klassischer Bourbon Cask. Also du hast schon noch irgendwie so diese Fruchtnoten, die so in diese irische Richtung gehen. Das Virgin Oak spielt dann tatsächlich doch mehr eine Rolle, wie es vermeintlich auf dem Etikett steht. Ne? Also es kommt noch eine Ecke. Also Bourbon Cask, definitiv. Und schönes auch. Aber durch dieses Virgin Oak, da kriegt er nochmal einen Schliff mit. Du hast die schöne Pfeffrigkeit. Und genau das macht den Unterschied zum anderen 3-jährigen schottischen Whisky. Finde ich auch. Das sehe ich ganz genau. Ja. Bin ich voll bei euch. Ich finde das halt auch gut, weil man hat ja oftmals Single Malts, ich sag mal, gerade wenn man so jung anfängt abzufüllen, dann macht man ja auch viel, ne, PX Sherry, bisschen Süße rein und so weiter, ne, oder Oloroso und so, damit man halt dann auch irgendwie eine schöne Farbe dann noch hinkriegt und sowas. Und so, ich persönlich, ich stehe total darauf, einfach Bourbonfässer, da kann sich halt der Rohbrand besser zeigen, der Brennereicharakter ist halt ein bisschen besser da. Deswegen bin ich da ein absoluter Fan von. Und ehrlich gesagt muss man dafür auch ein bisschen dann, ich sag mal, die Klötze in der Hose haben, dass du halt auch wirklich dann einfach ein Bourbonfass machst. Ne? Das ist so. Ist so. Ne? Das auch können andere dann auch anders kaschieren. Also hervorragend, bis jetzt gut gemacht und ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Genau. Bevor wir zum zweiten kommen, Thorsten, schreib noch mal ganz kurz, ob deine ganzen Fragen beantwortet wurden jetzt schon durch die Ausführung von Sebastian. Achso, Distillation Process, do you also change Hat er ja schon gut angeschnitten alles. Aber schreib mal, falls noch Fragen offen sind, schreib einfach nochmal. Und eine Frage noch, bevor wir zum nächsten kommen. One question from Thomas. Hi Sebastian, your distillery is in the middle of Glasgow. Where does your water come from? Do you use normal Glasgow water? Yes, so we use Glasgow's municipal water source, which means basically tap water. So it's we're lucky enough in Glasgow to have really good soft water source that's coming from Loch Catron. I saw some of it in the intro video that you were showing at the beginning there. So that is a really good water supply that's about, I think it's 20-30 miles north of the city. And it provides the city with really good, nice, soft water that's treated and filtered before we use it here for our whiskey. But it gives us a really good, nice, soft kind of base water supply. So, you know, Scotland, we're really lucky to have good quality water. And it's no different for us here at Glasgow Distillery. We're actually based more towards like the outskirts of the city. There's a couple of new distilleries as well in Glasgow, so maybe that's what Thomas is thinking of. But we are based on just outside on an industrial estate and on the way to Glasgow Airport. So it's a nice contemporary setting that we've got here. Ja, nice. Also genau, es ist halt nicht genau in der Mitte von Glasgow, ne? Es ist ein bisschen außerhalb am Rand, in der Nähe vom Flughafen praktisch, in einem Industriegebiet sitzt die Brennerei und die nutzen halt prinzipiell halt Leitungswasser, wenn du so möchtest oder wenn ihr so möchtet. Dieses Leitungswasser kommt aber vom Loch Katrine, was halt in der Nähe praktisch ist und wird dann halt entsprechend gefiltert und dann wird das halt genutzt.
Ja, und ich kann es halt auch nur bestätigen, halt in Glasgow kann man tatsächlich einfach das Leitungswasser dann auch so aus der Leitung trinken. Das ist eine super Qualität. Also von daher, warum das nicht nutzen, was man halt hat. Ne? Hatte ich ja gesagt, sehr weiches Wasser. Ja. Und, Genau. Ja. Das stimmt. Gut, so let's have a look to number 2. Okay? Yes? Nice. The original. The original. The The original. original. The original. The Original. The original. So, Sebastian. So the original. So- This is very much our flagship style, and this is the style that we make most of every year. I was talking about how our year is split into those three, and this is our double distilled, unpeated single malt style. So we're using unpeated malt that's coming from across Scotland and the UK, and we're going through the same fermentation process, minimum 72 hours. But when we're running through the stills, first through this wash still, then the spirit still, our cuts are a little bit lower than they were with the triple distilled. And what that translates into, for this expression, is something that's a little bit more robust. It's a little bit more meaty, and it's got a little more body and character, especially a little bit more in the mouthfeel, a little bit more structure across the tongue. The actual maturation process for this whiskey is similar to the triple distilled, but a little bit different too. So every cask that goes into this one has been initially matured in a first fill bourbon cask for at least 2.5 years, and then it's finished for about 6 months, sometimes more, sometimes a little bit less, depending on the weather and things like that, in the virgin oak. So every cask is the same in this one. And what's interesting is to try this one side by side with the triple distilled, because both are a mixture of virgin oak and bourbon cask influence. Both are unpeated, but the real big difference between the two is the triple distillation versus the double distillation. And what you get comparing them side by side then is just that impact of that third distillation. And everything that we've kind of stripped out for that smooth, really nice, clear quality with the triple, we've maintained in this whiskey for something that's a little bit more spicy, a little bit more robust, and the mouthfeel is a little bit more structured and intense. Ja. Ja, der zweifach destillierte ist im Prinzip das, was die am meisten herstellen praktisch im Jahr, und ist eigentlich vom Prinzip her gleich ausgebaut, also in den gleichen Fasssorten wie halt auch der Triple Distilled. Ne? Also der ist ein bisschen robuster, also die ist auch so, dass der Cut ein bisschen enger gefasst wird, sodass es ein bisschen robuster ist und der Rohbrand ein bisschen fleischiger dadurch wird. Also die versuchen ein bisschen mehr Umami dann praktisch da rauszubekommen. Und spannend ist natürlich, dass man jetzt den dreifach destillierten gegen den zweifach destillierten so ein bisschen probiert. Ich habe den jetzt leider auch schon ausgetrunken. Ich hoffe, das geht bei euch nicht auch so. Aber dann ist es so, dass ihr dann halt seht, was man praktisch bei dem dreifach destillierten rausdestilliert hat, praktisch, was ihn noch ein bisschen filigraner vielleicht macht. Das macht aber den zweifach destillierten natürlich noch umso spannender. Ansonsten auch 72 Stunden fermentiert. Die gemälzte Gerste kommt aus gesamt UK, ne? Also Schottland und irgendwie UK. Also das wird jetzt nicht speziell irgendwo hergeholt, aber ist halt sehr, sehr schön praktisch zu vergleichen. Okay? Und was ich noch dazu sagen wollte, falls noch nicht angekommen ist, dass hier, also der Triple Distilled war ja quasi eine Doppelreifung, also wir hatten ein Fass Ex-Bourbon, ein Fass Virgin Oak, was quasi gewettet wurde, und hier haben wir ein Finish in Virgin Oak, also eine Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und dann ein Finish in dem Virgin Oak. Ja, genau, perfekt. Gut, dass du es gesagt hast, ist mir schon wieder entfallen, weil man, also so ungefähr 2,5 Jahre erstmal in First Fill Bourbon Barrels und dann gibt es ein ungefähr Halbjahres-Finish in Virgin Oaks, kommt natürlich immer auf die Jahreszeit an und wie warm das ist und so weiter. Ja, genau. Und ich Yes, muss auch, sorry, I was just going to say that finish in the virgin oak is really important with this expression. So managing that finishing time is really, really kind of crucial to making this whiskey just spot on. And we have to be really careful with the casks when we put them in the virgin oak to make sure that we are tasting them, we're monitoring them
because what you don't want to do is leave it in the virgin oak for too long, because you might get a little bit bitter and a little bit more tannic kind of quality coming through. You don't want to not leave it in there for long enough, because you're getting a lot of quality and character coming through, a lot of desirable flavors coming from that virgin oak. So just having the right balance, and we find about 6 months is about right for this whiskey, is really important. Ja, also ne, das ist, also der Virgin Oak Anteil ist halt tatsächlich wichtig, um den Whisky wirklich hier rund zu machen, aber man muss den sehr eng monitoren, immer wieder zwischendurch probieren, weil wenn das Finish schief geht, dann kriegt man halt ein bisschen Bitterkeit rein, Tannine halt, ne, weil es diese frischen Fässer halt immer auch noch viel Tannine abgeben können. Deswegen so ein halbes Jahr ist halt auch so eine Benchmark, die halt geht, aber ja. Ich finde den Unterschied schon ganz schön krass, muss ich sagen. Nice. Also von Dreifach auf Zweifach-Destillation. So if you compare these side by side, the triple distilled and then the original, you're getting similar fruity characters from both. But for me, where the triple distilled is those kind of light orchard fruits, green apples, pears, the original is more kind of red apples, dark berries, a darker fruity quality coming through. So you're getting like a consistent signature fruity character, but just a little bit darker, a little bit deeper, a little bit different, which is why we make the different styles. Yeah. The triple distill for me is a little bit sweeter on the nose as well, like powdered sugar or like a white chocolate. Yeah. Or white chocolate is good. Yeah. Yeah. Or hard candy, you know, something like that, like. 100%, yeah. And I think whoever was picking up the kind of aniseedy, minty note will probably get some of that as well in the original, coming from that virgin oak finish. And what that virgin oak finish gives you as well, when you're trying it and you're tasting it, the kind of at the back of the palate, you'll get a kind of cracked black pepper spiciness, which is a really nice kind of mouthfeel as well. Ja, also richtig schön die beiden zu vergleichen halt, ne? Das, was man halt im Triple Distilled fehlt, ne? Kriegt man halt ein bisschen robuster, praktisch ein bisschen mehr rote Äpfel in dem Original. But yeah, before we go on with tasting notes, let's have a taste and then. Yeah, that's lunch. My mouth is watering, so. Oh, so much orange oil and almost Christmassy in the first sip. I don't know why, but it was. Yeah. Yeah. Love it. So much. It's tasty, it's juicy, it's that little bit, like I say, darker fruit quality coming through, and more of the spicy kind of structure. Du hast jetzt eine richtig krasse Süße, du hast Auf jeden Fall. Die Fruchtigkeit, es schiebt den Toffee hinten raus, so. So ganz dunkle rote Äpfel kommen jetzt schon, also die ne? Und fast tropisch werden die Früchte. Ja. Ja, genau, so wie Tropi Frutti, weißt du, von Haribo hier. Und was ich auch finde, ist, du findest hier tatsächlich richtig Kardamom. Wenn ihr das vom Backen kennt, Kardamom irgendwie so als Das Thema hatten wir beim letzten Tasting. Hast du es mitgekriegt? Nee. Okay. Ist egal. Ja. Aber also für mich ist so Kardamom oder auch hier so frischer Pfeffer, den man halt so ein bisschen zerbeißt, ne? Ich finde fast so, also schwarzer Pfeffer hat Sebastian gesagt, ich finde fast ein bisschen rosa Pfeffer auch. Leichte Holznoten. Aber ja, dunklere Früchte wie der erste jetzt praktisch, ne? Wir sind immer noch auf der hellfruchtigen Seite, aber auf der dunklen Seite der hellen Frucht. Hat das was mit den Figuren da hinten zu tun? The dark side. Of the the dark side of the fruity fruits here. Of the fruit force. Yeah, I'm a little bit of Star Wars nerd here as well. So yeah. All right, I get it. I think this one is a good demonstration of what I was saying about the fruity character of the spirit and the active casks playing a big role here. And on you go. No, I have some interesting question from Tanya and Eddie. What happens to the virgin oak casks after using them? Well, we use them for a variety of different projects. Like I said before, some of our triple distilled whiskies are going into refill kind of bourbon casks. So we'll use some of them for
our blended malt whiskey that we make. I don't know if you can see it behind me here. Malt Riot. A blend called Malt Riot that we're not trying today. So some of them will go into that. And then there's a couple of other projects that we do as well where we can reuse some of the casks. So they don't go to waste. Sehr guter Sommerwhisky. Malt Riot, yes, that's great. Ja, also wird natürlich wiederverwendet hier, die Virgin Oak Fässer. Für verschiedene Projekte werden die entsprechend genutzt, aber halt auch viel für den Blended Whisky, den die praktisch auch mit dem Programm haben, der Malt Riot. Und falls ihr da mal drankommt, preis-leistungstechnisch ein absolutes Gedicht. Ne? Also Vanillekipferl, richtig nice. Der kam, glaube ich, vor 2-3 Jahren raus und gefühlt habe ich in dem Sommer 6 Flaschen getrunken. Ja. Der war mega gut. Ist ein Blended Malt, ist es ein Blend? Oder ist glaube ich, Blended Malt. Da ist Grain Whisky mit drin, ja. Ach, Grain mit drin. Ja, mega Teil. Also PLV gigantisch. Yeah. Speaking of the Virgin Oak casks, so the Virgin Oak, like I said, plays a big role in our 3 core whiskies. You know, it's a big component of the triple distilled. All of the casks for the original are finished in it, and in our peated, all of it goes initially into Virgin Oak. So the Virgin Oak for us is really important, and it's one of the reasons why we can make such good quality whiskies at a relatively young age, because it gives you so much flavor, so much color, so much oomph straight away. Yeah. And Virgin Oak casks all come from the same cooperage based out of Kentucky in America. And it's a cooperage called Kelvin Cooperage. And if you've ever been to Glasgow, you may have been to Kelvin Grove Park, and you may have walked along the River Kelvin that runs through the centre of Glasgow and it joins the Clyde. And so Kelvin Cooperage was actually started in the 1960s in Glasgow. And it was a cooperage that was making barrels for the whiskey industry. And in the 90s, the guy who started it, a gentleman called Ed, a cooper, he moved it to Kentucky to be closer to bourbon and to the wine industry in North America. When he and his sons, who in the 90s were working with him at the time and running the business, when they heard that there was a new distillery in Glasgow once again, they agreed to let us bring their Virgin Oak casks back to Glasgow. So we have this Glaswegian family based over in Kentucky at Kelvin Cooperage making the barrels, and we're bringing them here and finishing our Glasgow whiskey not too far from the Kelvin River itself. So it's a nice kind of roundabout story that really does tell the interaction of wood and of spirit, of cooperage and distillery, and also the relationship between, you know, Scotch whiskey and bourbon and America and barrels. It's a really cool symbiotic story. That's nice. Let me tell that story real quick, but also im Prinzip ist es so, dass die Virgin Oaks, also die machen einen großen Anteil wirklich auch aus. Ne? Damit kann man halt junge Whiskys dann noch tatsächlich sehr, sehr gut, ich sag mal, designen, ne? Damit die halt dann auch wirklich laufen. Und diese Fässer kommen halt von einer Küferei, die in Kentucky sitzt, die praktisch ursprünglich mal einer Familie aus Glasgow gehört hat, weil die mal angefangen haben, ne? Die in der Nähe von dem Fluss, der zweite Fluss, der da fließt, also jetzt nicht Clydeside, sondern halt der Kelvin da praktisch. Und die Familie hat in den 1960er Jahren praktisch angefangen in Glasgow und ist dann halt rüber nach Kentucky, um näher an Bourbon und ähnliches zu sein und an der Weinindustrie, und haben dann halt gehört, dass wieder die erste Brennerei auch in Glasgow aufmacht, und haben natürlich dann da die Beziehungen wieder aufgebaut, und so schließt sich halt praktisch auch der Kreis, wie das halt alles zusammenhängt mit Bourbonfässer, Ex-Bourbonfässer, Kentucky, Glasgow und die Beziehung zu Scotch und ähnliches. Und das finde ich halt eine total starke Story, tatsächlich, dass es da halt so einen Zusammenhang gibt. Also es wäre mir nie auf die Idee gekommen, dass ein Küfer irgendwie aus Glasgow sich denkt, ich fahr mal nach Kentucky und mach da mal eine kleine Fassbauerei auf. Ne? Also echt der Wahnsinn. Das stimmt. Yeah, thank you for sharing that story. That's awesome. Yeah, that's never knew that somebody is building casks in Glasgow and thinks to himself, let's go to Kentucky. Yeah, why not? Uproot the family and off we go. Yeah, great. Yeah, but we get a lot of good feedback here. Yeah, very good. Yeah, honey, orange oil, red apple, gummy bears. Yeah, I get gummy bears as well. Yeah, love gummy bears. I agree definitely with the orange oil. You know, orange is definitely there, and it does have a lovely kind of waxy, oily texture. Again, coming from those long, slow distillations, those really like accurate cut points, really nicely captured there. Really nice.
One question from Thorsten. Yep, I see it here. So a question about the different mash bills. So the mash bills are all the same. So for our triple distilled and for our double distilled unpeated, we're using the same malt supplier, and that's malted from all over Scotland. And our peated is coming from a specific supplier as well. We can talk about that when we go on to the peated. But they're all using the same general mash bill. So the kind of innovation and the change really comes in the cut points. The fermentations tend to stay the same. And it really comes down to the distillation process and then the cask filling. That's where we're getting the different, the qualities coming through. Oh, okay. Nice. Very nice. Thorsten hat auf jeden Fall die Inside-Nerd-Fragen hier. Also falls ihr Auf das jeden Fall, gelesen ja. habt, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist schon High Class. Also der Thorsten möchte es auf jeden Fall genau wissen. Finde ich gut. do you have a reflux, or you know, when you have the swan neck or something like that? Do you have like a special? Not particularly. No, we don't particularly have anything special to do with the reflux. But when you look at our stills, the thing that you'll notice about them is that they are relatively small. So we've got a 2,500 litre wash still, and we've got a 1,400 litre spirit still. And that's what we were using from 2015. In 2019, we added the same again. So the other side of the room, we kind of got direct replicas. But all of our stills are fabricated and provided by a German company, Carl. So we actually have we use a lot of German equipment in the distillery here. So they actually provide all of our fermenters as well, which are all stainless steel, and our mash tun as well, and our spirit tank. So it's actually quite an interesting crossover. We had the guys from St. Killian Distillery here not too long ago, Mario and his team. Oh, nice. And they were talking to us about how they all have, Forsyth stills, but they're in Germany. We were saying, oh, well, we've got these Carl stills and we're in Scotland. And it was all a bit of a crossover. Hilarious, great. Ja, also hier seht ihr, ne, keine Potstills von der Kleidzeit, sondern sondern hat man halt hier tatsächlich mal deutsche Stills reingebaut, deutsche Potstills und deutsche Stahlfermentationsbottiche und ähnliches, also viele deutsche Ingenieurskunst, die da reingeflossen ist. Und es ist halt nichts Spezielles da, um halt irgendwie besonders einen Rückenlauf praktisch dann zu haben innerhalb der Destillation. Aber insgesamt sind es halt 4 Potstills, die da genutzt werden, und die Wash Still hat 2.500 Liter und die Spirit Still 1.400 Liter, also sind relativ klein. Und dadurch ist es halt, kleine Stills machen halt auch knubbelig. Das erinnert mich ein bisschen an Terren Pili. Die hatten ja auch so kleine knubbelige Stills. Ja, weißt du, wie toll der Brand da halt auch war, ne? Das ist so. Stimmt. Ich weiß nicht, ob man halt immer so die größten Stills oder sowas auf der Welt haben muss. Wenn du so kleine knubbelige hast, dann ist es halt irgendwie echt schön. Das stimmt. Our stills, just while we're talking about them, when you see the shape of them, they're not particularly, and when you're talking about the line arm and kind of the angles, they're quite medium bodied. The angle of the line arm is quite a medium bodied angle. And the reason why we need something that's quite medium and in the middle is because of the 3 different spirit styles that we produce. So we want to make sure that we have the capacity, using the same equipment, to make the really light, smooth, triple distilled whiskies, as well as the kind of oilier, darker and deeper peated whiskies. So having a that's functional across those 3 different styles, but they still work, is quite important. Ja, so, makes sense. Ja, also es macht Sinn halt, ne? Wenn ihr überlegt, die Stills sind schon so aufgebaut, dass der Rohbrand schon einen mittleren Körper halt im Prinzip bekommt, damit man halt auch mal eine dreifache Destillation machen kann und danach nicht halt einfach nur, ich sag mal, Wodka hat, sondern man schafft dadurch, dass die Stills relativ klein sind und halt nicht so einen Linearm hat, wo halt irgendwie viel Reflux ist und das halt alles weiter hochdestilliert wird. Damit schafft man halt, erstmal einen sehr robusten Rohbrand, den man halt ein drittes Mal destillieren kann für den Triple Distilled, aber die doppelt destillten Sachen haben dann einfach ein bisschen mehr Körper. Und ich glaube, das merkt man hier, oder das merken hier wahrscheinlich alle Profi-Mitverkoster, die hier mit am Start sind bei euch natürlich, dass da für 3 bis 4 Jahre halt ordentlich was im Glas ist. Ich habe eben gerade auch schon gelesen, voll der lange Abgang für 3 bis 4 Jahre und so. Ja. Ich muss auch sagen, also auch im Vergleich zum ersten jetzt, du merkst, finde ich doch schon eine schöne Steigerung, obwohl er im Preis günstiger ist. Also wir sind jetzt hier heute bei uns bei 45 € für die Flasche. 0,7, was willst du dagegen sagen? Das ist Hammer.
Flaschen sind so schön. Ich liebe diese Ja, Flaschen. die sind diese echt Art schön. Deco, Ich weißt du, wollte das ist das wollte ich vorhin mal einwerfen. Und gerade die 07er, Also die- A, das Design der Flasche ist schon mal toll, keine Standardpulle. Und dann, wer sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, bei uns ist es natürlich ein sehr großes Thema, Etiketten. Ja, diese Erhabung hier oben drauf, dieses, das kostet nicht 2,50 Mark, das kostet ein bisschen was, das Etikett. Ja, eigene Flaschen, eigene Korken mit Logo drauf. Also ich sag mal, allein die Pulle kostet schon was, ja. Dann der Inhalt, der sehr gut schmeckt, und dann bist du beim Fuffi. Sorry, also das ist genau richtig, ja. Also so muss das sein. Yeah, we love the design from the bottle and the label and the overall quality from the presentation from the bottle is just exceptional. So we're big fans of that. Yeah. Oh, thank you. We put a lot of attention and detail into the design of it from day one. And, as a new whiskey in such a prestigious marketplace, as whiskey is, you kind of have to try and stand out. So we wanted to create a nice, tall, angular bottle that had a lot of quality in the glass, the design. A lot of it's inspired by the city, of Glasgow, with its Art Deco features and design that's kind of encompassed by the ribbing of the bottle, and with Glasgow kind of proudly emblazoned across the top. What you might see, and these are probably not in Germany anymore, but we actually had started with a 50 cl bottle. So we first launched the brand in 2018. We had the 500 ml bottles, and that's because in 2018 we only had 5,000 bottles of this whiskey that we could put out there. But last year we changed those into 700 mils and kind of upgraded into the fuller size, but maintained the same price point as we were with the 50 cl. So that's for us, it was very much a coming of age moment where we're like, okay, we can, as we're producing more and we're having more on the market and opening up more markets, we're able to increase the size at no cost to the customer. So that was a nice move. Auf jeden Fall. Ja, also wie ihr das auch gesehen habt, ne? Die Flasche ist halt auch inspiriert, die soll natürlich ein bisschen sich abheben von alles, was da auf dem Markt halt gerade sind, weil man befindet sich in einem sehr prestigeträchtigen Markt, wo es halt Flaschen gibt, die man halt auf den ersten Blick erkennt, und hier ist es halt schön, weil diese Flasche halt inspiriert ist von Glasgow, wo viele Art Deco-Häuser halt auch stehen und viel Art Deco. Mich erinnerte das ein bisschen immer an das Empire State Building, und ich kann noch nicht sagen, warum, aber stilistisch ist es wahrscheinlich so. Ja. Und es ist eine Menge reingeflossen, glaube ich, an Hirnschmalz. Und am Anfang, vielleicht der ein oder andere kennt es noch, waren es halt 0,5er Flaschen. Die hatten ja auch nicht so viel. Da mussten sie ein bisschen sparsam sein. Und das finde ich eigentlich schlau, wenn man halt sagt, ja gut, dann machen wir halt 0,5er Flaschen. Und noch viel fairer dabei finde ich, dass man dann auf 0,7 ansteigt, aber den Preis nicht anhebt, sondern der Preis ist gleich geblieben. Das war bei uns der Knackpunkt, nochmal kurz, um aus Sicht der Sampler zu reden. Weil wenn wir eine 0,5er Flasche haben, sind die Samples immer teuer, weil die kostet 50 €, ja, aber du kriegst aber halt auch nur 9 bis 10 Samples daraus, ne? Und da hast du halt Samplepreise gehabt bei Glasgow. Da ging nicht so gut damals noch. Da waren halt, ja. Und jetzt hast du nur 7 gehabt und die Preise haben sich halbiert gefühlt. Boom. Da ging's los. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zum dritten. Zur ersten Überraschung. Zur ersten Überraschung, würde ich schon sagen, ja. Lasst uns zur Nummer 3 kommen. Jawohl. Surprise. Heidewitzka. Hier ist Dampf im Kessel. Ja. In Germany we say, finally hier ist cast Dampf im strength. Kessel. Here we go. Here we go. So this is the first of 3 Kirsch exclusives that we're going to be trying. This is, for me, this is a really, really good one. I really, really enjoy this whiskey. It's one of my favorite single cask whiskies that we've done over the last couple of years. And the reason for that is it's just a little bit mad, and it's a little bit wild, and it's a little bit wonderful. And absolutely love it. So this is a first fill bourbon cask that we've then finished in a Tokai cask. So it went first into the first fill bourbon cask in May 2016. It was in that cask for about 4 years, 6 months, before going into the Tokai for a year and 8 months.
Wow. So a fairly good finishing period in the Tokai. So it's had plenty of time to pick up a lot of those lovely vanilla, creamy notes from the bourbon. And then it picks up all these funky, fruity notes from the Tokai on top of that. So in total, it's about 6 years, 3 months old. Sehr schön. Also insgesamt, ne, 6 Jahre, 3 Monate. Also das ist dann halt die ersten 4 Jahre hat er halt in Ex-Bourbon-Fässern geschlafen, der gute Rohbrand. Und dann 1 Jahr und 8 Monate in diesen Tokaja-Fässern. Und ihr riecht es halt einfach schon, was das für einen Einfluss im Prinzip hatte. Also es riecht halt wirklich sehr intensiv halt, ne? Und ganz ehrlich, ich habe schon eine Menge Tokaja-Fässer auch probieren dürfen und manchmal auch müssen. Das geht nicht immer. Und wenn du ein gutes Tokaja-Fass aber hast, das ist echt fast der heilige Gral, ne? Das sind dann solche Einhörner, die einfach richtig gut funktionieren. So yeah, but you said it. That's very unique. That is an like a unicorn in the glass. It's awesome. So on the nose, I get loads of these kind of, it's like dried apricots, but also this earthy, like warming spice, a little bit of like an espresso coffee type of vibe there. Also like a real big vanilla hit, but it's kind of this weird smoky vanilla. You know, it's like it's got a real tobacco smoky quality going on, despite the fact it is an unpeated whiskey. So this is unpeated malt, yet it's got this smoky character. Genau, also das ist hier, ne, getrocknete Aprikose, was er gerade gesagt hat, oder so eine leichte verbrannte Vanille, eine Erde ist da drin und auch so ein krasser Vanillekopf halt einfach, der so ein bisschen verbrannt ist irgendwie, also total funky. Und ich habe hier auch, also auch viel so Tabaknoten, mich erinnert das so an Pfeifentabak und definitiv an so Laub, ne, so nasses Laub, auch ein bisschen so ein Herbstspaziergang. It's like a walk in the autumn, you know, like a nice walk in the woods or something. It smells a little bit like wood and moss, earthy and it's definitely earthy. It's got that kind of dark brown sugar quality. Yeah. Like burnt molasses or burnt sugar. Yeah, definitely. And then just underneath all of that, there is a kind of hint of kind of tropical fruit going on as well, you know? Yeah. A little bit of apricots, that kind of tropical fruit. Das, was ich sagen wollte. Du hast trotzdem hinter diesen ganzen sehr dunklen und schweren Noten, so Leder, Tabak und so weiter, trotzdem diese frische Fruchtigkeit von dem Brennerei-Charakter einfach dahinter. Ja. Sehr spannend. Boah. Leder passt wirklich unglaublich gut. Also Leder als ist du voll da krass. irgendwie was in Leder gekleidet hast, so auf dem Ledersofa irgendwie eine frisch eingewachstes Ledersofa und du isst so eine Packung Haribo Tropifuzzi oder sowas, ne? Und irgendwo hat jemand sich eine Pfeife angezündet. Ich glaube, das ist genau das, was passiert. Crème brûlée, Alter. It definitely has a creamy quality. There is a creamy, almost like, I'm not sure if you get this in Germany, but like a rice pudding. Ja. You get a creamy rice pudding dessert, creamy quality. It's really cool. Ja. Also schön wie so ein Pudding, ne? Alles so ein bisschen butterig, ein bisschen dicker. Ist auch ein bisschen fleischig, also ein bisschen Umami. Man hat so einen leichten Anklang von Sojasauce vielleicht, weißt du? Ja, auch nicht schlecht. So it has a lot of umami as well, like a hint of a soy sauce, or like meaty, more like not fishy, but you know, like the like a salmon or something like that. When you have like a meaty, fatty fish, something like that. So really bold for six a couple of years, and that's not much. You have this. I think funky is really the word I describe Tokai in general as, and we like to use a lot of Tokai casks in the distillery because they give you this real funky, fruity character that we just can't really find anywhere else. But saying that, most Tokai casks that we've used has never given us this smoky quality as well. So this is just something that's happened with this specific cask to give us this smokiness. And actually, when we were looking at releasing this cask and we were sending samples over to yourself at Kirsch, we were picking samples and trying them. And then we have a database which shows us what all the different casks are and the type of malt that's gone in it. And we were like, it's unpeated malt. It's definitely unpeated. And we were like, are we sure this is unpeated whiskey? Yeah? Maybe there's a problem with the computer. Maybe there's something wrong with the database. So we actually went back and we checked all of the handwritten notes from the date the cask was filled in 2016. And it was right in the middle of our unpeated whiskey run, saying unpeated whiskey. So, you know, it's definitely the cask that's contributing that smoky vanilla character.
Ja, Wahnsinn. Also wenn ihr hier so einen Anflug von Rauch habt, das kann halt mal sein. Das gibt aber hier das Fass ab, was Sebastian gerade erzählt hat, weil die haben dann praktisch das Sample gezogen, was die auch dann letztendlich zu uns geschickt haben. Und dann haben die halt dran verraucht und waren so, ist doch nicht rauchig, oder? Oder ist der rauchig? Also die haben ja extra so eine Datenbank angelegt, ne, wo dann halt praktisch auch steht, welcher Run ist da praktisch reingegangen. Und dann, na gut, in der Datenbank steht dann halt drin, dass es nicht rauchig war. Aber die riechen doch mal dran so, ja, aber sind wir wirklich sicher? Und die haben tatsächlich die handschriftlichen Notizen rausgesucht, um dann halt wirklich zu checken, ob das hier ein nicht rauchiger Brennvorgang war. Und es war ein nicht rauchiger Brennvorgang, sondern das, was ihr da habt, an Tabak und an Rauch, vielleicht sogar ein bisschen so ein bisschen Campbelltown-Flavor, habe ich gerade auch schon gehört. Ja. Das kommt tatsächlich aus dem Fass. Also das ist echt der Wahnsinn. Ne? Campbelltown-Flavor ist ein gutes Stichwort. Also so ein bisschen... Bernd schreibt auch tolle Noten. Waldhonig, Espresso, Vanille, spanischer Rauchpaprika. Wer kennt die nicht? Super gut. Tabak. Ja. Aber ja, so geräuchertes Paprikapulver. So. Ja, aber aus Spanien. Ja, Flammlachs höre ich auch voll gut. Also finde ich auch gut. Aber ja, smoked paprika and was a tasting note here. I get that. Like crisps or like crisps. So, bevor wir jetzt trinken, riecht nach Handtasche. Nice. Schmeckt nach Handtasche. Sehr geil. Positiv. So. Ja. Smells like a handbag. Yeah. Tastes like a handbag. Great. Let's lunch it. Fine. Oh, come on. Yeah. Oh, that's awesome. Gunpowder, yes. Unpeated? Firework. Firework, yeah. Yeah, it's firework, it tastes like after a firework. Yeah, it has like the sulfur. It has a little bit of sulfur in it as Definitely well. Like you're lighting a match. 100%, and it's got that again, like stewed fruits, a lovely stewed fruit quality straight away. But then, it kind of gives you a waxy lemon quality as it's in your mouth. That orange peel, yeah, it's just kind of you go in waves with this. It's a really nice complex. Ja. Alter. Also Gunpowder trifft es eigentlich sehr gut. Smoky Notes, Firework, Gunpowder. But I love them. Ja, ich muss auch sagen, so ganz am Anfang erinnert das, als wenn du in so ein richtig dickes, fettes Stück Nougat reinbeißt. Weil so diese Öligkeit und dann so eine Süße halt direkt loslegt und dann kommt alles halt relativ schnell hinterher. Aber am Anfang habe ich auch so richtig tiefe Nougat-Aromen. Schwefel, ich auch. But yeah, everybody's really, really into that, I would say. Smoky, tabacky, party. Nice. A little taste of water. Yeah. Some drops of water. Yeah, a little bit of water, definitely. So this is a 59.3%. So this is cask strength. So a wee drop of water certainly might be welcome. Open it up, get some more of those fruity notes. This, as a single cask, was only 274 bottles. So I don't know if there is any left or not in Germany. No, all sold. Okay, well. But maybe you can find some shops that you find a bottle. Also für euch, bei uns gibt es den heute nicht mehr, aber es gibt draußen mit Sicherheit noch Shops, die den noch haben. Also schaut da gerne mal nach, wenn der jetzt euch total umhaut. Könnt ihr ihn noch bekommen. Also und wenn ihr so zwischendurch einen Tipp von mir haben wollt, ich würde mir diese Single Casks, die irgendwie von Kirsch für 17,70 gemacht werden, würde ich mir fast immer kaufen, weil die werden bei uns so oder so wie alle Single Casks handprobiert. Und ich habe bis jetzt, muss ich sagen, das war echt immer Wahnsinnsstoff, was da drin ist. Wirklich Wahnsinnsstoff. Preis-leistungstechnisch tippitoppi, tolle Brennerei, fliegt unterm Radar. Bis jetzt noch keiner, ne? Der Hype-Train ist noch nicht losgefahren. Da kann man auf jeden Fall was Nettes mitmachen. Sehr, sehr Boah, mit Wasser. Ja, yeah. With water. Nice. Wow. Viel geschmeidiger, viel, ne? Viel geschmeidiger. Der Schwefel geht so ein bisschen im Hintergrund. So ein bisschen. Dreht den Funk ein bisschen runter, aber das zieht sich alles so ein bisschen in die Breite jetzt, ne? Du hast halt viel mehr Zeit, alles auseinanderzunehmen. Da kommt ein bisschen mehr, ist einfach,
Kennt ihr diese Rittersport-Nougat-Schokolade ohne Flachs? Das ist Rittersport-Nougat. Das macht mich verrückt. Ich muss jetzt eine Rittersport haben. H2O nur ins Klo. Wir haben 2 Tröpfchen reingemacht. 2 Tröpfchen. Ja, es gibt ja halt so Fassstärken-Fans, ist ja auch in Ordnung. Hat ja noch nicht mal 60, also ist ja ganz entspannt. Ne? Ja, ist erhöhte Trinkstärke sozusagen. Ja. Aber ja, die It is 60% really nice. sind sehr gut eingebunden. Ja. Yeah, it reminds me a lot of a specific chocolate that we have here. Yeah, but I cannot put my finger down why this reminds me so much of really rich chocolate. Sweet, red flavors. Yeah, nice. Definitely. It's the finish is really, it kind of takes you back to where we were beginning, where it's that kind of espresso, dark chocolate, kind of warming, spicy quality. You know, we've kind of gone a full circle with this. Yeah. Like I said, when we come across these casks and we're sampling them at the distillery, we'll have customers in mind for different styles of casks. And Germany is always a really great market for us to be putting casks like this in, because they're just wild and wonderful and a little bit different, but they're just really, really interesting. So I know there's definitely a few more in the pipeline to watch out for this year. Das ist die schönste Beschreibung für einen Deutschen, die ich bis jetzt gehört habe. Ja, ne? Wild and wonderful. That's the best description for a German ever heard, you know? Wild and wonderful. Also punctual. Always on time. Yeah. Und effizient. Ja. Yes, muss auch sagen, die 60, musst du überlegen, hat ja 60% fast. Hast du in der Nase nicht? Im Geschmack drückt er schon, aber trotzdem nicht so, dass es dir alles zusammenzieht. Also ich finde das echt gut gemacht. Sehr gut. Ja, es ist mega. Es ist halt das, was mich an diese Brennerei halt auch wirklich andauernd unglaublich erstaunen lässt halt, ne? Weil das ist so, als ich angefangen habe bei Kirsch, habe ich die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte eingangs schon erzählt, hinter den Kulissen, ich dachte erst, dass es ein unabhängiger Abfüller ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es halt eigene Whiskys sind, die da hergestellt werden. Und vor allen Dingen dann in dieser Qualität. Die ersten Single-Casts, die wir hier hatten, André kennt der ein oder andere vielleicht auch, André Haberecht, der bei uns damals dann die Fassauswahl gemacht hat. Mittlerweile ist er bei Signatory und passt da praktisch auf unsere Fässer mit auf. Und der hat halt auch gesagt, das wirkt teilweise, als wenn du irgendwelche unabhängig abgefüllten Macallans oder sowas hast in diesem jungen Alter. Das ist unglaublich, was man da praktisch ja einfach für eine Perle einfach hat. Ne? Das ist so, weil es einfach so gut ist. So I was just telling the story that first when I started to work for Kirsch, I was not aware of the Glasgow distillery. I was like, what is that? Independent bottler? Because I was literally shocked by the quality that I had in the glass. And I remember that the first single cast that we released, it was so good. My colleague said, like, you can tell maybe the people that this is an independent bottling of Macallan or something like that, because it is really, really good. And it was sold instantly, because we have some influencers, you know, they writing notes and giving like a score, and it scored very high in the beginning, and then we sold everything immediately. That was awesome. Yeah. Oh, well, that's great to hear. You know, we are limited by our capacity here as a small distillery. You know, so we have the small stills, we have the kind of small 1 ton mash that we do. So it's there's only so much whiskey to go around, but we've really found that Germany is a key market where the whiskey's just been met with a great reception. So it's great to hear those positive words, and you know, it's a great market for the whiskey, and it's only going to grow. So it's that's awesome. That's brilliant. Also ihr seht, ne, Deutschland ist halt schon der wichtigste Markt, ne? Das ist, weil wir das hier auch tatsächlich so positiv aufnehmen. Ich bin halt auch immer wieder begeistert. Ich meine, ich mag Whisky so oder so halt gerne, aber das ist so, wenn man halt sowas in der Hand hat, ne, dass man so eine junge Brennerei begleiten darf, und das hatte Sebastian auch hinter den Kulissen auch schon erzählt, dass er da schon sehr lange arbeitet und einfach das schön findet, wie er halt sieht, dass diese Distillerie wächst. Aber naja, die haben halt nur begrenzte Kapazitäten, deswegen, naja. Oh, the first one just ordered the bottle right away.
Okay, so wir haben noch 3 Fragen, die ich mir hier markiert habe, bevor wir gleich in die Pause gehen. So one question, are you planning to use your used virgin oak cask in a more prominent way, like introducing ex-Scotch cask whiskey, or do you keep using them only for your blend? So we a bit of both is the answer. We have casks that we've refilled that were virgin oak. So you could call them one Glasgow whiskey cask. Instead of you can't really have an ex-virgin oak cask. So we'll use some for whiskey releases in the future, and then some will go into blends and other projects too. So, there's not one place where we're putting everything. Also, being a small independent distillery, these are all the kind of decisions and the choices that we're making as we go as well. So we're still kind of going through that journey of what we're doing with casks that we're emptying, what we're refilling into them, et cetera, et cetera. We don't have the constraints of having a certain way of doing things for 100 years. We can, do as we wish as we go along. So it's still a lot of the stuff that we're doing is a work in progress, and we're kind of growing and making those decisions at the moment. Ja, also hier ist die Antwort beides, ne? Also die benutzen beides immer wieder. Und ja, es gibt aber jetzt keinen Schema F, wo die Leute halt dann, also wo die Distillerie nacharbeitet, weil die können ja natürlich jetzt noch viel ausprobieren und finden sich da halt im Prinzip selbst. Und das ist halt so, dass die Fässer immer da genutzt werden, wo sie halt gerade gebraucht werden oder wo man halt das Gefühl hat, das könnte jetzt irgendwie was Cooles werden. Und ja, das ist halt alles so ein bisschen Work in Progress, also alles so ein bisschen, was jetzt noch praktisch herausgefunden werden darf. Und das ist natürlich auch eine spannende Reise, die wir alle mitbegleiten können. Ja. Okay, so, dann noch eine Frage vom Aaron. Is it actually possible to visit the distillery now? Unfortunately, still not a possibility at the moment. We are, like I said, we're based on an industrial estate, and we are part of a larger compound, a bonded site. So to get to our distillery, you have to go through an external security gate to then get to our door. And it's just not really feasible at the moment for members of the public to visit. So unfortunately, no, not yet. But the good news is that we're currently in the middle of expanding our site. So it's going to be about 2-3 times the current size. And we are taking on some warehousing adjacent to where the actual distillery is situated. That warehousing and the back of the distillery does have its own entrance onto a main road. So that means we will have the possibility of adding some type of tour element or some type of shop element. Maybe this year, maybe next year. We're not quite sure at the moment. We're going to have to see how it goes. It's definitely something that we're conscious that there's a lot of demand for, because we get asked all the time about coming to see the distillery, and we get calls every day asking to come and see us. So it really is it's hard to say no to people. But at the moment, it's just, we're so crammed, we're so small, and there's forklifts flying around. It's just a bit of a industrial crazy atmosphere. So it's something we want to do, and we'll have the means to do it over the next coming years, but it's not something that's immediately available today. We're also if we do that, we're gonna need some more staff, because there's only 14 of us at the moment in the whole company. So we're gonna maybe need to look at recruiting a few people to help with taking on visitors. That's nice. You can pay me in whiskey, I'll work for you, no problem. Okay, done. Done. Hired. Also, um das jetzt mal alles kurz zu übersetzen, nein. Okay. Punkt. Nächste Frage. Genau, es gibt leider noch keine Möglichkeit, die zu besuchen oder halt da an der Distillerie sich anzuschauen. Liegt einfach daran, weil es halt ein Industriekomplex ist, und das ist ein sogenanntes, also ein Steuerlager praktisch auch, könnt ihr euch so ein bisschen so vorstellen. Man muss praktisch durch ein Security Gate gehen, bevor man halt also durch so eine Schlagbaum oder sowas, bis man da tatsächlich an die Distillerie selbst rankommt. Aber die sind gerade dabei, jetzt noch zusätzliche Lagerräume praktisch zu kaufen und die Distillerie entsprechend da anzuschließen und dann halt praktisch auf der anderen Seite einen Eingang oder für einen Eingang zu sorgen, dass man da halt die Distillerie auch besuchen kann. Ist denen schon bewusst, dass alle Lust haben, die Distillerie zu besuchen? Aktuell noch nicht möglich. Die arbeiten aber auf jeden Fall daran, weil die einfach ganz klar gemerkt haben, da wollen Leute wirklich auch mal eben gucken. Und ich glaube auch wirklich, dass es das Beste ist, was man machen kann, weil wenn man einmal vor Ort war bei einer Distillerie, hat man sein Herz einfach verloren. Das ist so, und dann ist man sofort Superfan.
Ja, das stimmt. So, the last question before the break. There is a redesign of the logo of Glasgow. Will this affect the shape or the design of the labels of bottles? Okay, yeah, good question. So the redesign of the logo is very much a distillery logo. So it's the overarching kind of logo, because we don't just produce the single malt Glasgow 1770. We also produce a range of gins, vodkas, rum, the blended malt too. Each of them has their own story that's based in an event or part of Glasgow's history. So they all have their own logos and their own brands. But the Glasgow Distillery logo sits on top of them all. So this Glasgow 1770 whiskey will not change. The new logo for the distillery might make its way subtly into the bottle, but the fundamental design, look and feel is not going to change. Okay. Also das ist nicht so, dass jetzt an dem Design an sich der Flaschen der Single Malts was ändert, aber es ist so, dass halt ein allumspannendes neues Logo praktisch konzipiert worden ist, weil einfach in der Glasgow Distillery ein bisschen mehr gemacht wird als nur Whisky. Ne? Die haben auch Gin, die haben Wodkas. Die Gins sind übrigens auch sehr, sehr lecker. Makar Gin, falls ihr mal irgendwie Bock habt, ne? Malt Riot und so weiter, sind halt auch alles einzelne, ich sag mal, Produkte, die praktisch auch eine Story erzählen wollen, und darüber wollte man praktisch einen Bogen spannen mit dem Redesign. Und es ist so, dass hier und da vielleicht das neue Logo auf der neuen oder auf der aktuellen Flasche auftaucht, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das gesamte Design ändert. Mhm. Ja, okay. Gute Fragen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Finale und ich glaube einige Peatheads auch. Oh ja. Und Halbzeit. spült die Gläser, macht nochmal voll und wir sehen uns in 7 Minuten. See you in 7 minutes. Let's have a little break. So, see you soon. 7 minutes. Yeah.
Hello. Hi. Welcome back after exactly 7 minutes. So precise, so German, love that. ja, bis jetzt, Halbzeit, muss ich sagen, Läuft. die 2 Core-Range-Abfüllungen sehr toll, PLV extrem gut. Holla die Wald. Der Tokaja sehr speziell, sehr funky, Schwefelbombe, aber trotzdem geil, also in your face. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen fruchtiger, bevor wir dann zu den rauchigen kommen. Ja. Auf jeden Fall eine entspannte Kiste. Also ich fand den Tokaja auch fast wie so einen jamaikanischen Rum, so richtig funky halt, ne? Das ist so. Richtig, boom. Genau. Und was wir in Glas Nummer 4 haben, Let's go. Number 4. Ihr habt es gesehen. Ruby Port Single Cask. 83, was war's? Nee, was war der Normalpreis? Waren 83,90, genau, aber denkt dran, 10%, 75 €, wenn ihr möchtet. aber nur 6 Flaschen. Aber nur 6 Flaschen. Also schnell sein. Falls er schmeckt. Falls er schmeckt. Also von daher, Sebastian. All right. So this is the second of the exclusives that we're trying tonight. For me, this is a brilliant whiskey. So I love ruby port casks and I love ruby port finishes, and you just cannot go wrong. And about a year and a half ago, we released some unpeated whiskies that were finished in ruby port casks, and they were absolutely sublime. This one in particular, the one that we're trying tonight, is an especially special single cask, because this was actually originally part of our cask club. So Christoph, who buys the whiskies at Kirsch, it's Christoph Kirsch. He bought into the cask club right at the very beginning of when we were just a brand new distillery and we were making whiskies for the first time. And you would have seen that this is cask number 15102. Well, cask 15 number 1 was the first cask that we ever made. So this is the 102nd cask ever of Glasgow Distillery whiskey. So this really is a piece of history right here that we're trying. And Wow. Sammlerflasche. Wow. Ja, also für alle, die es jetzt noch nicht, ne? Also Ruby Port, ich bin auch total der Fan von Portweinfässern, das ist Sebastian auch, was ihn natürlich noch sympathischer gleich macht. Und Christoph hat sich halt in den Fassclub sozusagen damals schon als erster mit eingekauft. Und das Fass 1502 heißt, das ist das zweite Fass, was tatsächlich abgefüllt worden ist in der Glasgow Distillery. Also ihr habt hier ein Stück Geschichte. Wenn ihr davon die Flasche kriegt, könnt ihr da halt wirklich sagen, so und da, ne? Da haben wir mal einen. Und 7 Jahre alt, muss man auch Ja. dazu sagen. Und 7 Jahre alt noch, genau. 7 Jahre alt. Ja. Ja. Cooles so Ding. this is a 7-year-old whiskey. So this is actually the oldest whiskey that we've ever released. Was? So this is, again, special. It's the oldest whiskey that we've ever put out there from the Glasgow Distillery, because it's one of our oldest ever casks. And it's only 4 months older than cask number 1. So it's a pretty good representation of what the kind of casks that we're filling are developing into. And this is a full-term maturation in a refill ruby port cask. So it's not been finished in anything. It's just been in the one cask the full time. And it's a refill ruby port, so you're still getting a good idea of what the quality of the spirit in the cask is like, whilst getting, of course, all of those amazing summer berries, strawberries, all those like lovely, really fruity notes that you're gonna get from ruby port. So 62.5% as well. So it's only lost the 1%. We're casking at 63.5. So it's an absolute cracker. Nice special one to enjoy. Ja, nice. Also das Fass hier ist praktisch nur, also das erste Fass ist 4 Monate älter gewesen, wie das, was wir jetzt hier praktisch im Glas haben. Also da seht ihr mal, wie früh wir jetzt in die Vergangenheit in der Glasgow Distillery schauen können. Das älteste Release, was es jemals bis jetzt gab natürlich, ne? Da wird es bestimmt noch neue Sachen geben. Das ist ein Refill
Portweinfass. Das bedeutet, man kriegt hier natürlich das Beste von beiden Welten. Das heißt, man sieht noch eine Menge Brennereicharakter, aber hat noch die schönen Fruchtnoten von Himbeeren und von Brombeeren und so weiter und so fort. Und so eine Buttrigkeit, die ich immer finde in so einem Ruby-Fass. Unglaublich coole Kiste. Ja, 62,5% hat nur innerhalb der 7 Jahre 1% praktisch Volumenprozente verloren, weil die gehen halt mit 63,5 ins Fass. Spannende Kiste auch, also für Thorsten vielleicht. Der wäre, glaube ich, so ein Kandidat für so eine Frage gewesen. Also, ne, ich find die Fragen mega übrigens. Also, das war schon hohe Kunst. Aber ja, okay. Let's take a deep dive and then Was we'll wolltest du see. sagen noch? Let's go. Wir stoßen erstmal ein. Okay. Warte. Oh ja. Ja. You can definitely taste 2015 here. So this for me is like it's just like strawberries. It's got that lovely strawberry quality. It's also got a bit of that chocolatey quality as well. So it's like strawberries dipped in chocolate. That's for me is this dark chocolate specifically. Lovely, rich, like spicy quality as well. Really nice, rounded mouthfeel. You wouldn't guess this is 62.5%. It tastes a whole lot less than that as well. Oh, it has a punch, but it's nice. Yeah, it's really nice. I love it. It has like a ginger, fruity kind of spice. Love that. It's also, again, it's got that kind of creamy quality. I think someone earlier was saying creme brulee. It's got that coming through. You can tell that's there. This is a single cask that's made using our double distilled unpeated style. That's that's what we were distilling in pretty much all of 2015. What became the original. So this is basically a single cask version of the original with a different maturation program. Oh, nice. Also das ist im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen, dass es halt der Original ist, nur in Fassstärke, weil das ist hier, wurde die Zweifachdestillation gewählt, was halt am Anfang bei denen sozusagen der Standard-Rohbrand war, und das ist halt das, was jetzt hier ins Fass gekommen ist, und ihr merkt das halt selber, ne? Also die Fruchtaromen und Creme Brûlée, was wir eben gerade schon gelesen haben, das finden wir hier alles immer wieder, ne? Also auch da, Leute, also ihr haut heute Tasting Notes raus, da kriege ich auf jeden Fall Hunger, das ist mega geil. Schokoladennoten, Kaffee, Karamell, Backgewürz, ja, Kardamom, Ingwer, Zimt. Ja, Bernd, ich bin voll bei dir. Kardamom Ingwer, ist so ein bisschen diese Ingwerschärfe und diese Süße dazu. Also ich muss auch sagen, er hat ja mehr Prozente als der letzte. Ja. Aber ich finde ihn nicht ganz so dirty positiv gesehen. Ja. Er ist trotzdem irgendwie, finde ich ihn geiler. Ich finde ihn einfach geiler jetzt. Er ist trotz der hohen Prozent noch besser eingebunden, der Alkohol. Also es zieht mir jetzt nicht komplett das Gesicht raus. Also das ist schon irgendwie besser gemacht, in meinen Augen, oder anders gemacht. Ja. Ein bisschen cleaner, straighter. Ja, es ist ein bisschen konzentrierter. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe mir eben die Flasche hier genommen, mal eine kleine Anekdote bei uns aus der Apfelküche. Wir haben hier eine Sammlerflasche. Ja? Wir haben hier eine ganz seltene Flasche von der Geschichte der Glasgow Distillery. Ja? Wahrscheinlich kostet die in ein paar Monaten das 5-fache. Ja? Und ich habe gerade gedacht, wieso ist die noch original verschlossen, ist aber leer? Und da sieht man einfach mal, wie gleichgültig unsere Apfelküche an sowas rangeht. Da wird die Flasche Messer, rams, einmal rum, zack, weg. Hier ist noch der Originalverschluss, der ist einfach nur eingeschnitten, zack, weg. Und so. Da wird sich nicht mehr hingesetzt, ganz romantisch. Oh, das ist eine Sammlerflasche, ich mache sie mal langsam auf, ich rieche mal dran. Nee, hier zählt Masse, hier muss durchgefeuert werden. Ja, also, sehr schön zu sehen. Da muss ich morgen mal nachfragen. Ja? Aber wirklich toll im Geschmack. Also ganze Ecke besser wie vor der Pause. Yeah. It seems compared to the Tokaja, it seems cleaner. It seems crispier. It represents more like the more of the of your house style from whiskey. I think so. It's not got the funky fruit character that we got with the Tokai before. It's got more of a crisp summer berry note. And then for me, it goes into this kind of like spicy, warming apple pie type of style as well, with that creamy creme brulee character as well. Yeah, yeah, interesting.
With water, it's really good. Yeah, I put a little bit water in that and also Leute, Wasser ran, öffnet den unglaublich stark. Ja. Wird halt echt schön butterig, schöne rote Früchte, toll. So hier im Norden isst man ja viel rote Grütze, richtig lecker. Sind nur 0,5er Flaschen, soweit ich das weiß, ja. Weil Sonderrelease ist noch und ne, es ist ja. Ist noch Yes, besser. this is only in the 500 ml bottle. This is actually the last bottling we ever did using the 500 ml bottle. Also auch das noch. Also letzte 0,5er Flasche, zweites Fass, was je abgefüllt worden ist, ältester Glasgow im Jahr 2023, der praktisch auf den Markt kam. Leute, also wenn da nicht alle Lampen angehen, ne? Wenn da nicht der eBay-Account glüht. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Trinken bitte. Yeah, I was just talking to the collectors, like, you know, the second cask ever filled, the oldest expression until 2023 that we have now, and it is the last 0.5 bottle. So, every collector, go for it. It's a special one, that's for sure. Yeah, and it's you know. I just really like the fact that you're a fan of the Ruby port casks, just as me. So this makes you even more sympathetic now. So this is a very nice. I feel that. I find the Ruby port works so well with the unpeated double distilled style that we do, because whenever we look at specialty casks and interesting casks that are not part of the core range, because we have the luxury of having the 3 different styles of new make spirit, we'll tend to buy multiple of each style of specialty cask. And let's say we buy 3 tequila casks. We'll fill one with unpeated whiskey, we'll fill one with our triple distilled unpeated whiskey, and we'll fill one with our peated whiskey. And then, you know, and if that's a finishing period, you know, after like 6 months, we'll try them. After a year, we'll try them and we'll say, this peated one didn't really work as well as we'd want it. This triple distilled is good, but it's not great. Hey, this unpeated one, that's amazing. That's fantastic. It's worked so well with that specific cask finish. Let's get that in a bottle and, you know, see what people think. So Ruby Port is one of those ones where we find it just works so well with that double distilled unpeated specifically. It works quite well with the peated. It works pretty nicely with the triple distilled, but it's a really good marriage, you know, that kind of really nice fruity spirit that's still got some robust quality in there, that really nice fruity cask and all of those Ruby Port notes. It's just, you can't go wrong, right? Yeah, you can't go wrong. Yeah, you're right. Also hier ist auch wieder schön zu sehen, dass so der Experimentiercharakter ja auch einfach da ist. Ne? Also dass man halt dann hier mit diesen 3 verschiedenen Inhouse-Styles, ne? Also dreifach destilliert, rauchig und einmal zweifach destilliert, in die Fässer halt reingeht und dann so nach einem halben Jahr, nach dem Finish halt immer schaut, so, okay, wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Rauchig ganz cool oder ne, im Tequila-Fass zum Beispiel. Aber wenn man jetzt, also und gerade, aber Sebastian sagt gerade so, gerade in diesem Ruby Podcast ist halt dieser doppelt zweifach destillierte sozusagen, also der Original in Fassstärke, dann einfach optimal. Der etwas robustere Brand, der sich da praktisch dann drin ausbaut, ohne Rauch halt noch zusätzlich mit reinzuziehen, ne? Also man braucht das halt praktisch nicht. Manche, also so ein rauchiger Whisky zieht halt immer so ein bisschen eine Komplexität mit rein, finde ich auch immer ganz nice. Ist aber auch etwas, um sich ein bisschen verstecken zu können in so einer Rauchschwade. Und hier hast du halt mal wieder einen ehrlichen Whisky, einen ehrlichen Brand in einen super Fass gebracht. Und das zeigt sich dann halt auch. Ne? Also dass dass der Rohbrand halt einfach die Qualität halt hat. Ich meine, überlegt man, das zweite Fass, was in der Distillerie abgefüllt worden ist, und man hat gleich so eine Granate im Glas. Das stimmt. Für mich so völlig... What? Ich finde es auch mega sympathisch, einen Refill Ruby Podcast zu nehmen. Ich mag das immer, wenn das Fass nicht so krass reinhaut. Das ist so schön, das passt richtig gut zu dem Brennereicharakter, die schöne Fruchtigkeit, die Portweinaromen dazu. Richtig geil. Ja. Und nicht traurig sein, der Jan schreibt es gerade, die 6 Flaschen sind verpufft, die sind jetzt weg bei uns, aber einmal fühlen wie Paddy. Eventuell, vielleicht bekommt ihr ja woanders noch was, vielleicht ein paar Euro teurer, aber vielleicht habt ihr noch Glück und ich sag mal, wenn er jetzt 10 Euro mehr kostet, das ist er auch wert. Ja, also schaut da vielleicht gibt es noch was auf dem Markt. Ja. Also das Ding ist aber, Olli, wenn du dich so fühlen möchtest wie ich,
ist das anders, weil dann nimmst du nämlich von 100 Leuten die Bestellung auf und dann musst du nämlich 94 Leuten sagen, schade, ist leider ausverkauft. Und bei 6 Leute hatten dann insgesamt Glück. Das ist nämlich ein bisschen einer meiner Jobs. Okay. So it's the quickest one today, which is empty Yeah. Yep. in my classes. It's gone down well. Good. Great. I love it. Very good. Very, very good. Ja. Und was ist mal, es schmeckt wieder und es ist wieder nichts mehr da. We will just take all your Ruby podcasts. Just send them over. No problem. Ja. Okay. I will deal with Christoph tomorrow. Lass uns doch dazu holen. Los, Ruf ihn eben an hier. Well, We just we call him did, right away, no problem. did get a big delivery of Ruby port casks come in just the other week there, so you may need to wait a little bit, but you know, it's on its way. Worth the wait. Wow. It is worth the Geil. wait. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Very good. Ja. Wow, really nice. So just smell on the empty glass of the Tokaja. Tokaja. Boah, it's burned. Burned leather. Nice. It has like a Campertown feeling to it, you know? It's yeah. It's got that funk, that's for sure. Yeah, or like a Jamaican rum. I don't know if you tried a Jamaican rum before or had a couple of Jamaican rums there. I do think if you don't that- have had one, what? I think Tokai, I've said it before, it's kind of like rum and raisin ice cream because you get that kind of creamy character and then that funky fruit like in a rum. Yeah. So yeah, it's similar. But we will drink a couple of rums in Nuremberg. I will show you some really nice rums. That's the deal. I'm going to hold you to that one. Yeah, Okay. please. Wir müssen auch nach Nürnberg. Ja, merke ich gerade. Wann ist die Silvester in Nürnberg? 23. Irgendwie 24. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin mir sicher, es weiß jemand, der hier zuschaut. Ja, definitiv. 24., 25., 26. Was? Also 26. ist schon zu, ne? Aber 23. glaube ich, Donnerstag machen die schon Soft Opening oder sowas. Auf jeden Fall, ich reise Donnerstag an. 24., 25. auf jeden Fall. März. Welcher Monat? Ne? März. Und dann 26. reisen wir ab. Ja, na so die Richtung. Na gut, ne? Na Uh, gut. if anyone's going to be at the Nuremberg Festival, we're going to have a new limited edition Glasgow 1770 that we're going to be trying there for the first time. So that's one that's going to be launching soon, and it'll be. I think that'll probably be the first time it's in Germany. So that will be definitely one people want to look out for. Also Was, ich übersetze das nochmal eben fairerweise. Ne? Also es gibt ein spezielles Singlecast von 1770, was dort auf der Messe vorgestellt wird, was man dort halt dann auf jeden Fall schon mal probieren kann. Also alle Leute, die Bock haben, da mal was Einzigartiges zu probieren und zufällig in der Nähe sind, kauft euch sonst jetzt eine Karte und ab geht's. Dann geht's halt los. Das war eine schöne Frage. Soll ich die mal eben stellen? Mit dem, ist ja schon. Okay. How many casks do you have? So that's a good question, and I don't know off the top of my head is the honest answer. But we're making a couple of thousand casks a year at the moment, so that's what we're filling, and those are going into warehouses across Glasgow. But one of the problems we have in Scotland is cask storage. There's not enough places to put your casks, so it's one of the reasons why we're building our own and moving into our own kind of cask storage warehouse. So I don't know the exact number we have, but it's a couple of thousand a year. You know, over the past few years, and maybe a bit less before that. Ja. Also Sebastian hat durchgezählt, es sind genau 5. Ja. 1000. Also, genau kann das nicht sagen, wie viel gerade Fässer lagern, sondern es ist ungefähr so, dass sie ungefähr 1000 Fässer im Jahr praktisch befüllen. Und es ist halt so, dass im Moment halt auch wirklich es schwierig ist, in Schottland irgendwo Whisky zwischenzulagern. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen bei den ganzen Distillerien, die halt irgendwo was lagern haben. Deswegen sind die auch gerade dabei auszubauen, um halt eigenen Lagerplatz zu haben. Ne? Aber ja, genau durchgezählt hat er nicht. Aber ich würde sagen, mindestens 5 haben die auf jeden Fall. Okay, das hört sich gut an. Apropos 5, das ist ein gutes Stichwort. Die Brücke, Paddy, die hast du gebaut. Wollen wir mal zu den rauchigen Whiskys gehen? Ja. Gerne. Lass es Jetzt hinter uns bringen. Am besten bitte alle jetzt nochmal, weil wir gehen jetzt wieder auf eine Trinkstärke zurück. Wir gehen jetzt auf 46% zurück. Drink Water. Kurz mal ein Stück Wasser. Wasser trinken, ein bisschen neutralisieren, Zunge ein bisschen beruhigen lassen und Cracker Time.
Record Time. Und schauen wir mal, was in der 5 drin ist. So, Sebastian, this was a little bit tricky to sort this whiskey into this lineup. Yeah, totally. So, I mean, that's the conversation we had. What do we do? Do we go with the higher ABV ones at the end, or do we stick with the just peated ones at the end? Well, I'm interested to see how this stacks up after having the higher strength, cask strength whiskies, and I'm confident it will, because this PX cask finish really does pack flavor into the dram. So this is 1/3 of our core range, so the last of the core range that we're trying today. And this is our signature peated style. It's been matured in virgin oak for about 2.5, 3 years, and then finished in PX sherry hogsheads for about 6 to 8 months. So first fills, usually. And then the reason that we're getting this lovely, totally natural dark color is that combination of PX and virgin oak coming together. 46%. Yeah, this is, if you're a fan of your peated whiskies, this is an absolute go-to, and one of my favorites of all the whiskies that we do is the kind of core range peated. You really can't go wrong with it. Like we were talking about before, you know, we had our triple distilled, which was light, super smooth, very welcoming. We had our original that was really nicely balanced, and now we've got the peated. It's rich, it's smoky, it's really sumptuous, and yeah, absolute cracker. So we have a nice note from a customer, Julius. He reminds to another online tasting that we did. It calls Whiskey Battle, and in this Whiskey Battle we taste whiskey blind, and we have a battle between the Glasgow Peated and a Long Grow 15-year-old red. Wow. Yeah. And I think the Glasgow has won. Yeah, has one. Has won. Yes. Has won. The people Wow. Yes. That's crazy. But that's a massive compliment. So well done. in a blind tasting. Yeah. Well, that's great to hear. And you know, I think it really does stack up, because this is a really, really well made, really nicely balanced peated whiskey. And you know, if you were in a blind challenge, if you said to someone this is a 3-ish-year-old lowland whiskey from Scotland, they would say, "What? No, I don't think so." Yeah, it's an independent bottling from Islay, definitely. Yeah, so everybody would guess that maybe, yeah, and between 10 or 12 years. But let me translate something that might be interesting. Also das Schöne hier bei dieser Abfüllung ist, dass die so ungefähr 2,5 Jahre Virgin Oak machen und danach halt ein Finish so von 6 bis 8 Monaten auch wieder in First Fill Pedro Jimenez Fässer, was halt diese schöne Farbe dann noch entsprechend halt abgibt. Und das funktioniert halt echt gut, ne? Also ich muss sagen, wenn du halt so nur 2 Fässer brauchst, um halt nach 3+ Jahren auf so ein Geschmackserlebnis zu kommen, ihr habt das ja auch gerade gesehen, das Ding hat auch Preise abgeräumt ohne Ende, überall Goldmedaillen gewonnen, ISW und so weiter und so fort, ist das Ding halt einfach durch die Decke gegangen, war lange Zeit in Deutschland nicht verfügbar, weil einfach so schnell abverkauft worden ist. Euch kann ich auf jeden Fall mal beruhigen, jetzt haben wir erstmal genug, ne? Aber da waren wir auch sehr, sehr scharf drauf, dass wir da Nachschub bekommen. Und boah, ich meine, ich bin Peathead definitiv, ich liebe rauchige Whiskys. Und diese Kombination aus Süßweinfässern und Rauch ist einfach göttlich. Ja. Und wenn ihr jetzt überlegt, dass wir einen Lowland Whisky haben von 3,5 Jahren oder sowas, dann... Ja. Das ist übrigens auch mein Geheimtipp für heute Abend, was ich am Anfang vom Tasting schon gesagt habe. Also ich bin von dem, seitdem der auf dem Markt ist, seitdem der es gab ja schon mal einen anderen Peated, der war ja ein bisschen heller, da hat glaube ich auch ein bisschen andere Fassreifung gehabt. Ne? Seitdem der auf dem Markt ist, ich liebe das Ding einfach. Der ist so geil. Du bezahlst jetzt so um die 50 € für die Flasche. Ich finde den unglaublich 07? gut. 07. Ich finde den unglaublich gut. Yeah, really like the flavor and love the flavor.
Do you have a ppm percentage, which is really nice, or ppm rating that we are having here on the barley? Yeah, so 50 ppm. So it's a heavily peated malt that we're using. But we are sourcing that malt from the Scottish Highlands, so around about Aberdeenshire. So the peat that we're using is based on heather-based peat bogs in the Scottish Highlands. So as opposed to your Islay style of peat, which if you think of the terrain of Islay, it's salty, it's exposed to the sea air, it's grown under seed, and you get that kind of medicinal quality sometimes with some Islay whiskies. This is a totally different style of smoke, right? It's much more like a barbecue. For me, it's like smoky barbecue sauce on the nose. I always get smoky barbecue. But it's much more kind of floral and aromatic. And that's really down to the peating. And the fact we're using heather-based peat. So it's really nice, kind of floral, soft, welcoming. So even though it is a 50 ppm malt, which is similar to like an Ardbeg 10, or something like that, it's actually a little bit more gentle and a little just like a totally different style. Yeah. So yeah, it's really nice, welcoming, gentle. And I find a lot of people who say, if we're doing whiskey shows, they'll be like, I don't drink peated whiskey. Keep that away from me. And I'm like, well, give it a go, smell it, give it a taste. And some people will say, hey, that's actually, really nice. And some people will say, I just hate peated whiskey. I don't like it. But that's always going to be. Ja, I get that, ja. Also auch hier sehr, sehr spannend, ne, dass das rauchige Getreide wird praktisch gesourced aus den Highlands, also wo wir ein bisschen mehr Heidekraut haben und wo es halt nicht wie halt irgendwie auf Islay, weißt du, so hier schön Jod und Salz und Maritim und ähnliches, was man hier auch im Rauch dann halt wieder erkennt, ne? Das ist alles ein bisschen mehr Lagerfeuer. Aber wir haben hier auch 50 ppm, die schon drin sind, also vergleichbar mit Ardbeg 10 oder ähnliches. Das heißt, es ist schon ein sehr rauchiger Whisky, aber der Rauch, und das finde ich halt, das ist einer meiner liebsten Themen, wir könnten uns stundenlang über Torf unterhalten, finde ich halt schön, weil hier der Fingerabdruck praktisch aus den Highlands kommt. In der Nähe von Aberdeenshire wird halt praktisch da das Torf gestochen, was hier verwendet wird. Und das macht diesen Rauch ein bisschen zarter. Und Sebastian hat halt gerade gesagt, dass wenn er halt Leute, die eigentlich nicht rauchigen Whisky mögen, mal auf einer Messe probieren lässt, sind die meisten Leute da halt einfach schon an Bord. Ne? Also zwar echt heavy peated, aber riechst du gar nicht so doll. So, probiert mal. Let's have a try, right? That's why we're here, right? Straight away, you're getting that PX, yeah? You're getting that lovely, sweet raisin sherry influence. And then it's just mellowing out into that like smoky. Peated Cherry ist für mich immer das Highlight. I really love it. It reminds me a little bit of like a craft Coca-Cola or something like that, but with a smoky flavor, or like a tangy barbecue sauce, with all this brown sugar and smoke and like a fresh brisket out of the smoker from Texas or something like that. I don't know, but it definitely has that kind of roasted meaty flavor, 100%. Like roast meat, roast chicken. It has that like really savory quality to it, which is really nicely balanced then against that sweet sherry influence. It's very harmonious, and I find it, especially the mouthfeel of it, it really coats your tongue. It's a real kind of thick, lovely whiskey. Even after we've been trying those cask strength whiskies, it's still, it doesn't taste thin. It's still got that lovely kind of mouthfeel. Ja. Also, ihr könnt ja auch mal sehen, ne? Nachdem wir Fassstärke getrunken haben, steht der 46er hier wie eine 1 mit diesen Raucharomen, die mich erinnern an so eine Barbecue-Soße fast, weißt du, so eine dicke, süße Barbecue-Soße mit so Honig, wo du so Fleisch glasiert hast, was im Smoker halt irgendwie über Stunden so gebacken ist. Daran hat mich das Ganze erinnert. Oder auch so ein bisschen so Craft-Cola, wenn ihr so ein bisschen hier so Red Bull-Cola oder sowas mal getrunken habt. Das Ganze auch mit so ein bisschen Raucharoma versehen. Oder auch so Speckchips oder so. Super gut. Super gut. Alles nicht so stark auf der medizinischen Seite, sondern eher so mehr Lagerfeuer halt auch, ne, würde ich auch so sagen.
Also Ich finde- wir vergeben ja hier schon mal so intern so ein paar Noten immer. Wir schreiben das so ein bisschen mit, weil wir spielen ja gleich unser einsames Inselspiel. Stimmt, ja. Und weil wir immer vergessen, was war eigentlich der Erste. Und deswegen haben wir so ein bisschen schon mal mitgeschrieben. Und ich muss sagen, ich habe ihm tatsächlich mit einer der besten Noten heute Abend gegeben. Also als Nicht-Pete-Fan muss ich sagen, ist er bei mir wirklich eine wirklich gute 2. Ja, also wie du sagst, also was du gerade beschrieben hast mit den Steaks, so eingerieben Barbecue mit der Soße, das spielt so gut wieder. Ihr dürft auch nicht vergessen, was wir wie zwei Hammer jetzt schon davor hatten. Wenn ich das an das Sokaya denke, wie heftig der schon in der Nase im Geschmack war, trinkt den mal als ersten. Ja. Hammer. Wahnsinn, ne? Was Hammer. sich da so durchsetzt. Ne? Also, Ja. Und jetzt muss man sich auch mal vorstellen, für einen Fofi. Für einen Fuffi. So, ich weiß nicht, was kostet Artback 10? Sind wir noch bei 50 oder sind wir schon höher? Ja, also auf jeden Fall nicht niedriger. Ja, so. Und wo ich jetzt sage, wenn ich jetzt beide nebeneinander halte, nehme ich heute den Glasgow mit. Definitiv. Hat mir viel wärmere, schönere Aromen, muss ich sagen. Also schlag mich nicht, Artback-Fans, aber den würde ich jetzt vorziehen. blind halt einfach nochmal probieren. Würde ich blind rauserkennen. Ja, ist eine Challenge. Aber ich glaube auch, dass das, ich meine, man hat so viel unabhängig abgefüllte Glen Randoms irgendwie von der Insel Isla, die halt irgendwie eine fantastische Million gefühlt kosten und irgendwie 8 Jahre alt sind oder sowas. Hier hast du halt einfach, ich meine, was mich halt immer, es sind 2 verschiedene Fassarten und das Ding hat irgendwie 3,5 Jahre auf dem Buckel. Und das krieg ich mal hin. Also, weil also die Qualität, die da einfach dann praktisch in dem Rohbrand, der da rauskommt, schon drin ist, das ist einfach, das ist das, was mich halt die ganze Zeit flasht. Weil, ne, I'm overwhelmed how good this is, how yummy in the glass we have here. This is it's crazy. It's really crazy if you think about it is 2 types of casks. It is 3.5 years or something like that, and we have so many independent bottlings from Isla or something like that that are 8 years and not that good not that good, but not that flavorful like this dram here. Well, I think again, I come back to that kind of dual quality control of great casks, great spirit, and for us, like I really enjoy younger peated whiskies because you still maintain a lot of that peat in there and a lot of that fieriness. And if it's an Isla one, maybe it's got that real like big hitting medicinal style. This maintains all of that smokiness, all of that lovely aromatic note, and then it just layers flavor on top. You know, the PX casks are especially important here, as obviously you can tell. And it's really important that we get casks that are still quite wet when we receive them, you know, so they've still got a good amount of sherry in the casks that we empty before we fill in the whiskey. So it's really important that we are having really good quality casks, and again, harder and harder to source like really good quality sherry casks, especially PX. But for us, it's one of the most important things, you know, the casks. So when we're actually trying those casks, when we're coming together for a bottling, we're trying them at cask strength as well as like when we're cutting it down to the 46% the core range. So I guess my question would be, would you be interested in trying maybe a cask strength version of this core range peated? Please. Yeah? Yes. Yes. Interesting. Well, all I would say is watch this space. Gut. Ne? Also nochmal um so, achso, Dennis 15:50 Uhr, 50 ppm, also schon ein bisschen höher. Das da nochmal ganz kurz gesagt. Und ja, also hier kommt alles praktisch zusammen, was in der Glasgow Distillery halt auch wirklich wichtig ist und worauf die achten, ist halt wirklich gute Fässer und dann halt natürlich auch ein guter Rohbrand, der da praktisch zusammengekommen ist. Was ich jetzt hier wirklich stark und mutig finde, Sebastian hat auch gesagt, dass frische Fässer verwendet werden, die wirklich frisch Sherry drin haben, und er hat jetzt den Begriff nasse Fässer benutzt, aber jetzt dreht nicht alle durch oder sowas. Ja? Da schwimmt nichts drin. Es bedeutet nur, dass halt in den Dauben noch halt wirklich sich ein bisschen Sherry befindet und diese Fässer halt ein sehr frisches Finish praktisch bekommen haben von Pedro Jiménez. Und dadurch halt einfach dieser leckere Einfluss von dem drin ist, was wir halt dann auch wirklich mögen. Ist aber nicht totgeschlagen. Finde ich ja, genau das ist der Richtig. Es ist nicht totgereift. Manchmal, ne? Drüber gebügelt, weißt du, so. Ja.
das passt. Sebastian, for you, I have upload the pictures from this whiskey battle, what I have said. This was the whiskey battle number 4 of us, online tasting, and you see in the middle Longrow Red 15 years old versus the Glasgow Peated. And yes, this was a blind tasting, so the audience have 2 samples and they didn't know what was which whiskey. And we have some voting tools and the Glasgow has won. That was a great history. Love it. Yeah. That's great. That's, you know, that is a genuinely very great to hear compliment, you know. Yeah. That's also very humbling because we are, like I say, we're a small team and there's only 14 of us in this company and we spend all day in here, you know, making whiskeys, trying them. We really enjoy them. We put them out there. So to get that feedback is really useful and it's obviously great to hear. We're really humbled to hear that. Ja, great stuff. Also, really great stuff. Das Kompliment kommt auf jeden Fall an, ne, dass ihr da den neben dem Longrow 15 praktisch den Glasgow als Sieger dargestellt habt. Und das ist halt unglaublich, ich meine, die sind halt auch sehr, sehr, das ist schwierig zu übersetzen, aber so ein Gefühl von Bescheidenheit ist natürlich ja trotzdem da, dass man halt denkt so, oh Mensch, und das sind halt 14 Leute, die in der Distillerie arbeiten und natürlich alles dafür geben, halt irgendwie einen tollen Whisky zu kreieren. Und dann kriegt man so ein Feedback, weißt du, also weil Leute, ihr wisst das selber, was Longrow 15 jetzt auf dem Markt kostet. Und dann setzt sich da eine Distillerie aus Glasgow halt durch, die kaum einen auf dem Schirm hat, die halt echt noch unter dem Radar fliegt und räumt da praktisch ab. Also von daher ist Sebastian halt gerade super happy, dass wir diese Whiskys gut finden. Und ich bin auch super happy, weil ich kriege Whisky. Ja, genau. Apropos Whisky. Wir haben ja noch einen Peated. Wir haben noch einen Peated. Also, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Die Nummer 5 ist, glaube ich, auch PLV-mäßig extrem gut. Ich meine, was haben wir den heute? Ich vergesse es. 48 €. Ui. Pum, gönn dir. Geiles Ding, 07. Ja. Schöne Farbe, kannst du hinstellen, schmeckt gut. Alles das ist schön. Ich seh mich morgen mit so einem kleinen Einkaufswagen wieder durchs Lager laufen. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu dem Peated Single Cast, das letzte für heute. Auch Sherry-Fass, aber ein bisschen anderer Sherry. Ja. Wir schauen einfach mal. Falsch. Das war das Bild. Und hier ist die Video. Ja, muss sein. So, Peated Muscatel. Tasty. Tasty. This is tasty. All right, so this is cask number 18960. So it's the 960th cask we filled in 2018, 60.5%, and this was only 284 bottles. And I'm presuming this one sold out as well. I presume so. Yeah. Which, but obviously from our side, but maybe you will find a shop that still has that bottle. So yeah. Okay, nice. Well, I was just looking through my notes today at this one because it's been a while since I tasted this, and it's been such a pleasure to come back to this one because this last year when we released it was our distiller's favorite cask that we did last year. So it was the number one kind of pick from our distillers of the cask that we've put out there, and you know. Give it a nose and you can really see why. It's really, really cool. So this has been it's gone straight, it's our peated malt. It's gone straight into American virgin white oak coming from Kelvin Cooperage. And it's been in there for 2 years and 8 months. And then it went into the Muscatel Barrique 18th of November, 2020. And it was in there for about 1 year, 9 months. So all in all, about 4.5 years of age. But again, a good length of time spent in that finishing cask, 1 year, 9 months. It's picked up a lot of interesting aromas, a lot of fruity qualities. And what's really interesting is to just see the peated whiskey style without that PX influence and just with another type of fortified wine influence. So Muscatel, you know, the Muscat grapes often used going into PX sherries. This is, it's not quite as syrupy and rich, but it's just got a different style of fruitiness. So it just shows the versatility of the peated spirit that we're making. And you get in kind of the core DNA of it, that same kind of barbecue smokiness, but then just the different style of fruit coming through from that finishing cask.
Ja, also hier, Leute, so, ne, knappe 4,5 Jahre, 1 Jahr, 9 Monate Finish in dem Moscatel-Fass. Vorher der rauchige Whisky direkt reingegangen halt in das First Fill Bourbon Barrel und dann halt das Finish in dem Moscatel Barrique. Das sei dazu gesagt von der Fassgröße her. Und wenn ihr dran riecht, ich habe dran gerochen und war gleich so, boah, das riecht alt. Das riecht alt, das riecht nach Keller, das ist so Oldschool-Stil Whisky, ne? Also, wenn ihr so habt, so ein bisschen muffiger, auf der muffigeren Seite. Und Sebastian hat halt gerade gesagt, dass es halt total spannend ist, mal zu sehen, wie sich dieser rauchige Whisky außerhalb eines Pedro Jiménezes Fass praktisch entwickelt und darstellt. Und ja, ich glaube, wenn man die Nase reinhält, dann merkt man halt gleich so, hola, da sind wir aber woanders. Ne? Und Hola, die auch Waldfee. spannend hier, die Moscatel-Traube wird halt auch bei Pedro Jiménez mitverwendet. Also für alle Nerds, die an diesen sogenannten Starkweinen interessiert sind. Hier ist nochmal ein bisschen Traubenlehre mit dabei. Wir hatten schon ein großes Sherry Meets Whisky Tasting, wo wir einen von Lustau direkt mit dabei hatten. Schön. Der hat da echt sein Fachwissen mit reingehauen und kennen sich alle aus, die hier zuschauen. Auch wir. Ja, das wusste ich auch. Ja, also. Das ist gerade Gehst du eine auch so Frage von Frizz Brause reingekommen, die mir ins Auge gestochen ist. 63,5 ist richtig? So, is that the right ABV? 30? Yeah, so all of our casks are at 63.5%. This one started off in virgin oak. I'm not sure if it was said it was in bourbon initially, but this Okay. was a virgin oak initially for the first 2 years, 8 months. Ja, also kurzer Versprecher, also es sind halt frisch befüllte Fässer, also Virgin Oaks im Prinzip gewesen, zuerst, die hier verwendet worden sind und dann Moscatel. So Okay. for me, you get that same smoky barbecue on the nose, sticky, like nice sauce. But then you also get quite a lot more of like a rolled tobacco type of note coming through than I think we got with the PX finish, the core range peated. It's got more of a kind of oily orange note as well. You get a little bit more of a zestiness coming through. And a little bit more of your kind of classic, earlier we were talking about handbags, right? It's like polish, shoe polish, leather, all of those really nice kind of robust peaty notes. It's just, it's making my mouth water. Yeah, and for me, I have this feeling of a wine cellar, you know? It has like a damp wine cellar vibe. To me. It's got a grapey quality to it, doesn't it? Yeah. It's a really kind of sweet grapiness. It's absolutely 100%. Ja, ist so ein bisschen weinig, ne? Was wir gerade gesagt haben, halt super viele tiefe Aromen, die wir dort finden, sehr eine schöne Öligkeit mit Orange und. Also alles das, was ihr schreibt, hat ja im Prinzip gerade Sebastian genauso beschrieben. Tabak, Trockenfrüchte und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können nichts anderes sagen, außer reinbeißen. Es riecht auch wieder wirklich wie so eine süße Barbecue-Marinade, die schön ein paar Stunden auf dem Grill festgeschmort ist. Ich sabber auch schon, also. Let's go. Auf den letzten Tram, Sebastian. Slange. Thank you. Thank you. Paddy. Slange. Ah, come on. That's so good. Oh. Schöne Süße wieder, die er mitschiebt. Ne? No. It just hits right into my corner where I love whiskeys. I love peated whiskey. I love fortified wine finishes, and this is just the right dram for this day. Also bevor Sebastian vielleicht wieder loslegt, ich sag's nur nochmal den Zuschauern, Umfragetool. während wir jetzt noch ein bisschen philosophieren, wie geil Barbecue im Glas schmeckt, Leute, bitte votet wieder. Glasgow Distillery sieht es ja auch, die interessiert das auch mal, wie ihre Whiskys ankommen. Und auch hier wieder tippt einfach mal, ihr dürft nur einen einzigen Whisky heute Abend auf eine einsame Insel mitnehmen und klickt ihn einfach an, votet mal für den Whisky, dass wir am Ende sehen, welcher hat denn heute am besten abgeschnitten, egal ob noch verfügbar oder nicht. Einfach nur mal, was war euer Sieger heute Abend und wen nehmt ihr mit auf eine einsame Insel? Nein, Sebastian dürft ihr nicht mitnehmen,
Patrick dürfte nicht mitnehmen. Uns kommt drauf an, ja, so, aber an sich stimmt einfach mal ab und wir lassen Sebastian mal. Wie soll man sich entscheiden, ja? Einer. Punkt. Einer. Ein einzigster darf heute mitgenommen werden. Punkt. So. Weiter geht's. Weiter geht's im Text. So we'll just open up the voting booth for the one whiskey that you can take with you now on an Lonely Island. lonesome island. You're just alone there. You have to pick one of these 6. So Sebastian, what would your pick be? Oh, it's a tough one, isn't it? It's Yeah, tough it is. because they're so different. They're Yeah. totally different styles of whiskey, aren't they? Like Yeah. the triple distilled. I always come back to the triple distilled if I'm honest, even though it's chalk and cheese compared to what we're trying now. But it is so easy drinking and smooth, and it's just if you were to have one whiskey every day, hey, that's not a bad choice to pick, especially if you're on a desert island and it's hot. But also this one we're trying is for me one of the most kind of complex and just it's got so many layers to it. Like I keep finding new things when I'm sipping this, you know. It's got that lovely balance of savory versus sweet going on, and that lovely, like, if you just give it, 5 seconds, it just keeps changing in your mouth. It's got that lovely, like, ginger cake spice right at the very end, and, it's brilliant. So that's a long way of saying I'm a bit stuck because I'm not sure what I would be choosing. But It's like picking your favorite child now. this one would not be a bad choice at all. Ja, okay. Also Sebastian ist natürlich, sagt er auch, ne? Also der erste Triple Distilled ist natürlich auch mega gut, ne? Wenn du so ein Everyday Dram praktisch suchst mit den Aromen, aber der letzte jetzt auch, ne? Ist halt einfach super komplex dafür, dass man halt überlegt, was er an Alter irgendwie darstellt und man, weißt du, wartest du 5 Sekunden und hast einfach so viele Aromen, ja, das sagt er schon, ist schon nicht schlecht, wenn man den vielleicht mitnimmt, aber bin gespannt. Also er nimmt Nummer 6 mit? Ja, Sebastian Number 6? Sebastian number 6 is we will just lock it in. Put me down for number 6. Okay. Okay. Also wollen wir mal ganz kurz auch über Nummer 6 reden? Wir reden über Nummer 6. Also ich finde es wirklich, tut mir echt leid für meine eigene Seele, aber dieser rauchige Whisky schmeckt wirklich sehr gut. Also du hast auch wieder eine hohe Prozentzahl. Gut, wir haben noch ein bisschen was vorher getrunken, das muss man natürlich ein bisschen abziehen, ne? So, aber er hat auch wieder so tolle Noten, er erinnert mich trotzdem stark an den Standardraucher. Ja, Also so ein Brennereicharakter ist hier schon zu spüren, auch wenn die Fässer anders waren, ne? Was wiederum für Glasgow steht. Ja? Nichtsdestotrotz würde ich heute tatsächlich den Standard Peated mitnehmen. Das ist der erste Peated ever, den du wählst. Er erinnert mich ein wenig an die ersten Bowmore 15 Darkest. Oh. Die ersten nicht, das was jetzt so Bold Statement, aber ja. Ja, also so Lamerick. Ja, nicht ganz, aber so die vor 10 Jahren, Bowmore 15 Darkest, assoziiere ich so ein bisschen. Der hat mich auch so geflasht und abgeholt und der jetzt auch wieder. Nice. Okay. Bei dir, Steffen? Ich nehme auch den 5er mit, ja. Echt? Ja. Muss man jetzt die Flasche teilen? Nein. Also ich muss echt sagen, 1 und 2, super geil. Also wirklich für so Ex-Bourbon-Reifung, Virgin Oak Einfluss, schön fruchtig und alles geil. Die 3 total fancy, auch verrückt, aber für mich definitiv nichts für jeden Tag. Kannst du trinken, ist geil, aber brauche ich nicht immer zu. Und der Ruby Port auch super, super, super gut. Aber ich bin so ein bisschen Peathead. Und die 5 ist für mich schon seit Jahren Preis-Leistung. Das, was du da kriegst für das Geld und der Geschmack, diese Barbecue, dieses Lagerfeuer, ich finde das so geil. Also für mich ist die 5. Okay. So both of the guys just picked 5 as their favorite because Number of five, the your range. overall value. Okay, nice. Ja. Good choices. And Paddy? Leute, was soll ich sagen? Ne? Also ich bin eigentlich auch Peathead hoch 10 halt. Ne? Fassstärken sind auch auf jeden Fall meine Stärke. Liebe ich ohne Ende. Aber ich sage euch was. So unter uns, ne? Heute hat die Nummer 1 für mich gewonnen. Der wäre der Nächste gewesen. Ja.
Und ich sage euch auch warum. Dreifach destillierte Whiskys mit so einem schönen Körper, mit so einer trotzdem tollen Komplexität, das ist so, für mich war das so die perfekte Melange zwischen einem richtig guten Grain Whisky und einem Single Malt, und einem irischen Whisky, was alles so in diesem Universum praktisch schwirrte. Das hat mir super gut gefallen, als ich damit heute eingestiegen bin. Der Moscatel ist auch mega, ne? Also der Ruby Port auch mega, der Standardraucher, das sind alles mega Whiskys. Aber für mich vom Gesamtkonzept her, dadurch, dass sie den Cut ein bisschen anders machen, diesen robusten Rohbrand praktisch nochmal destillieren, trotzdem so ein gutes Ergebnis haben, stellt euch mal ins Regal, also holt euch mal so eine Triple Distilled Flasche oder sowas und dann geht man ins Regal und holt mal einen random Iren raus. Da merkt man halt einfach, wie viel mehr Wucht da trotzdem noch hintersteckt. Das stimmt, ja. Und das ist das, was mich heute komplett abgeholt hat. Und ich bin wirklich normalerweise total der Peathead. Und es war ein knappes Rennen. Ich hätte auch fast den Moscatel genommen, weil der halt so saugut war. Aber overall muss ich sagen, halt die Nummer 1 der Triple Distilled hat heute mein Herz erobert. Also halt vertauschte Welt. Ich nehme den Peated mit. Ja? Paddy nimmt den Triple Distilled mit. Ja. Aber Paddy, ich gebe dir vollkommen recht. Also der wäre der nächste gewesen, den ich auch mitgenommen hätte, weil ich habe mir sogar dahinter geschrieben, irisch. Einfach so, dass ich die Assoziation wieder zurück habe, wo ich dachte, ja, aber ich mag das auch ganz doll. Aber heute, ja, es geht um den heutigen Abend. Und der heutige Abend war halt der Sieger. Und es zeigt aber auch schon, wie mega gut die Standardqualitäten sind, Ja, dass du extrem. die hier vorziehst von manchem Single Cask. Ja, also geil, also wirklich geil. Nicht umsonst, ich glaube, Glasgow ist auch schon, wir hatten gestern übrigens 4-jähriges Firmenbestehen. Ja, das wussten wir gar nicht bis Nachmittag, ja. Man hat ja andere Sachen zu tun, ja, um sich selbst zu feiern. Und ich glaube, Glasgow ist seit fast Anfang an mit dabei. Also von daher Top-Sache. Also wirklich. Sebastian, also 50 ppm? Yeah, so this is 50 ppm as well. So all of our peated whiskies up till this year have been 50 ppm. So the malt is all the same. And this number 6 that we're trying is, for the majority of its life, it's the exact same as that core range peated. The only difference is that instead of going into the PX cask, it's gone into the Muscatel cask and then been bottled at a higher ABV. So it shows you just how different they are. Not just because the ABV, but that finishing cask has totally changed it. This year we've been experimenting a little bit with some lightly peated malt as well as the 50. So there'll be some interesting stuff to come in 3, 4, 5 years time. But yeah, 50. Yeah, Nice. yeah. I chose the triple distill for my favorite whiskey of the day. Nice. But for Nice. a couple of reasons, it was for me the perfect match between a nice young single malt, a nice, really good made grain whiskey, and a nice Irish whiskey. But the whole concept that you told us about this robust new make that you have, and then after the triple distilled, is so much flavor in there left, and after this short period of time, you have like this really nice, easy to drink whiskey, which really just touched my heart today, because normally I'm a peathead, and the Muscatel, the number 6, was really close to that. But for me today, it was just like the triple distilled. It brought so many memories back from when I was when I stayed in Glasgow for 3 months, and so this just Nice. Yeah, It's a good choice. It's a good choice because I keep coming back to the triple distilled. Every time I try it, I really enjoy it, and I find it a really nicely balanced one. And also, it's a whiskey that always surprises people. Everyone thinks triple distilled. Okay, let's give it a go. Oh wow, that's packed with flavor. So yeah, I think it's a good choice. yeah. So Leute, So alle abstimmen, alle. alle. Wird nicht ins Bett gegangen. Alle. Handy in der Hand, simplesample.de/Umfrage. Ja. Das ist wichtig. Also, wir hatten ja vor dem Stream gesagt, haben wir mit Paddy ja schon kurz gesprochen, wir haben natürlich in letzter Zeit extrem viele deutsche Whiskys gemacht, zu Recht, ja. Es hat heute Abend aber gut getan, mal wieder ein schottisches Tasting zu machen. Ja. Und 1770
war genau der richtige Einsteiger, den man auch mal wieder gebraucht hat. Irgendwie mal wieder so ein bisschen zu resetten und mal wieder zu sagen, ja geil, also das funktioniert auch. Und gerade jetzt, man ist live dabei, wie eine junge Distille entsteht, wie sie nach oben kommt. Jetzt schon brutales Zeug liefert. Was ist denn, wenn da ein 10-Jähriger rauskommt, ein 12-Jähriger rauskommt? Ja? Mit diesem Fassmanagement, mit diesem Brand, den die produzieren. Ich glaube, das sind so aufstrebende Distillen, die später mal die Nummer 1 werden, also mit die Nummer 1 irgendwo werden, ja, wo andere vielleicht wieder runterfallen, weil sie sich ein bisschen verspekuliert haben mit der ganzen Blase gerade. Und hier, ich glaube, entsteht was, wo ich froh bin, später sagen zu können, ey, guck mal, mein Sohn, das YouTube-Video von vor 10 Jahren, da haben wir schon live gegangen mit dem, ja. Da, wo du die Pulle jetzt für 500 € kaufst, da habe ich schon mal ein Tasting gemacht. Hallo Sohn der Zukunft, ja. Sehr, sehr nice. Ja. So. Very good. So the audience love your stuff. Very good tasting, very good whiskies. Everybody enjoys this tasting, and I think everyone has his favorite. And let's have a look to the results. Dramatic music. Wow. Okay. Wow. Sehen das alle schon? Oder No, just No. no. I didn't expect that. So let's have a look. Ja. Are you ready? I'm ready. Okay. Tsukaya is the winner. The Number Tokaya 3. one. Ja. Nice. Wow. Ja. Also, That's a nice. That's really interesting. You know, the Tokaya on the second place is the peated PX, and then is the Moscatel, right? But it's nice. But That's, even the triple distilled is very, very strong, I think. Yeah. yeah. For a starter, it's very Yes, strong. Very good. Yeah. Oh yeah, I think it looks like the triple distilled has surprised some people, but that Tokai has really knocked out the park, hasn't it? I think you don't see a huge amount of Tokai casks on the market, so maybe it's a little bit different, a little bit interesting compared to what you'd usually see. But that's great to see. That's awesome. Ja, Yeah, it's awesome. Hätte ich nicht gedacht, also dass ein Starter tatsächlich so Das ist viele aber Punkte abräumt. typisch deutsch, die brauchen halt so Fässer, gell? Ja, Das muss halt knallen, das muss halt in your richtig. face sein. Ja, Da musst du am Schwarzpulver intensiv lutschen. Aromen, aber es hat heute Abend kein Peated gewonnen. Ich meine, klar, er war schon. Ja, ein bisschen hat Ne? er. So, aber es ist kein Peated. Also das haben wir auch nicht oft, dass ein Unpeated Whisky hier gewinnt. Ja. Ja, ja, ganz ehrlich, 5 kommt erstmal ein Dauerplatz in meiner Hausbar. Ja. Jan schreibt auch, tolles Erlebnis, er kannte 1770 gar nicht bis dahin und ist absolut begeistert. Mit Paddy sowieso geil. Voll gut, vielen Dank. I have an maybe like a closing question. So you only need 3 distilleries to form a new alliance and then to bring a new whiskey region to Scotland. So is there a plan maybe to get Glasgow on the map as an own? Well, maybe. Who knows? I mean, we've got ourselves. There's the Clydeside, who have joined us recently. There's a new distillery getting built down the road from us, where we're based here, by somebody else. So, before long, there'll be enough distilleries to make it happen. So, hey, never say never, Glasgow once had over 30 working distilleries in its city boundaries. So, who knows? That I'd would say be nice. for it. That's for sure. Yeah, that would be nice. Also hier, Leute, ne, falls ihr das noch nicht wusstet, wenn man so eine Whisky-Region, also in Campbelltown haben die ja im Prinzip 3 Distillerien wieder aufgebaut, damit die halt sich als Whisky-Region wieder benennen durften, ne, damit das halt die Campbelltown-Distillerie, also Gegend halt praktisch ist, oder Region. Ne? Und Glasgow hat ja jetzt auch schon die ein oder andere Distillerie. Und dann Sebastian sagt auch, wer weiß, vielleicht gibt es halt bald irgendwann neben Lowlands auch Glasgow. Yeah, I think everybody was enjoying that very, very much. We had very great comments here, and everyone is now having a new bottle on the shelf for forever. Yeah. I think we won a couple of hearts and
we maybe Genau. Have a couple of new fans here for the Glasgow distillery. Oh, Yeah. brilliant. Well, it's been really enjoyable just talking about the whiskies, taking you guys through them, answering the questions, and I can understand most of the comments that I'm seeing on the screen. But what I've really enjoyed is really talking about the different styles that we make and just how different they are, and the kind of the ethos of innovation in the distillery, you know, just getting that across has been really enjoyable. So thank you very much for having me and for taking the time to walk through them too. Yeah, I think we can really thank you, and especially I am looking forward to meet you in person again, and then have a dram with you at the Whiskey Fair in Nürnberg, and then Nürnberg. Ich sehe schon, wir müssen da hinfahren. Ne? Ja. Also, very, very thank Sebastian. Paddy, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank an alle Zuschauer, die entweder sehr experimentierfreudig sind, was Neues ausprobieren wollen, die vielleicht auch sagen, ja, ich will es nochmal probieren, also auch ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich denke, das ist ein Verbund, der sich gegenseitig sehr glücklich schätzen kann, und ich freue mich sehr, sehr drauf, wenn Glasgow neue Sachen macht. Sebastian, vielleicht sehen wir ihn in Nürnberg? Maybe we will see us in Nürnberg. Ja, okay, wir werden es mal sehen. War sehr gut. Also wer Bock hat nochmal auf die Core Range, wie gesagt, nur bis heute haben wir das jetzt nochmal 10% rabattiert bei uns drin. Ansonsten morgen, sobald einer von uns geradeaus gucken kann, ist es wieder weg. Ja. Und danke Paddy. Also gegen 16 Uhr. Danke Paddy für deine Zeit. Thank you very much Sebastian that you are here with us for the tasting, and I think it was a great evening. Ja. So, Danke. Great. bitte. Okay. Thank you. So, goodbye. Bye.